Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1: Elisabeths frühes Leben in Possenhofen. Am 9. September 1888 geschah etwas Bemerkenswertes in der Familie Wittelsbach. Maximilian Joseph, das Oberhaupt der herzoglichen Linie Vorpfalz, Zweibrücken-Birkenfeld, und seine Frau Ludovica, die Tochter von König Maximilian I. von Bayern und Caroline von Baden, feierten ihren 60. Hochzeitstag, ihre Diamanthochzeit. Beide waren erst 20 Jahre alt, als sie heirateten. Dieses Paar war mit vielen europäischen Königshäusern verbunden. Ihr ältester Sohn, Ludwig Wilhelm, verzichtete auf sein Thronfolgerecht, um Henrietta Mendel zu heiraten, eine Schauspielerin, die später den Titel Gräfin von Wallersee erhielt. Ihre älteste Tochter Helene heiratete den Erbprinzen von Thurn und Taxis. Und ihre Tochter Luise knüpfte durch ihre Ehe mit Friedrich von Hohenzollern Verbindungen zwischen den Wittelsbachern und der preußischen Königsfamilie. Eine weitere Tochter, Elisabeth, wurde Kaiserin von Österreich-Ungarn, und ihr Sohn heiratete später Stephanie, die Tochter des Königs von Belgien. Ihr Sohn Karl Theodor, der nach seinem Vater das Oberhaupt der Familie Wittelsbach wurde, war ein renommierter Augenarzt. Er heiratete zunächst seine Cousine Sophie, die Tochter von König Johann von Sachsen, und später Marie Josepha, Prinzessin von Portugal. Zwei weitere Töchter, Marie und Mathilde, heirateten Mitglieder des jüngeren Zweigs der Familie Bourbon. Marie wurde die Ehefrau von König Franz II. Von Neapel, während Mathilde seinen Halbbruder, Graf Louis von Trani, heiratete. Ihre jüngste Tochter Sophie war einst mit ihrem Cousin, König Ludwig II. Von Bayern, verlobt, heiratete jedoch schließlich Herzog Ferdinand d'Alençon, den Neffen von Louis Philippe von Frankreich. Ihr jüngster Sohn Max Emanuel heiratete Amelie von Sachsen-Coburg und Gotha und verband die Familie mit Prinz Ferdinand von Bulgarien. Die Wittelsbacher waren bekannt für ihre Exzentrizität, und viele Mitglieder der Familie litten an Geisteskrankheiten. Im letzten Jahrhundert starben zwischen 20 und 30 Mitglieder im Wahnsinn. Trotz ihrer Eigenheiten wurden sie von ihren Untertanen wegen ihres Charmes und ihres Engagements für das Wohlergehen des Volkes sehr geschätzt. Die bayerische Geschichte verzeichnet wenig Verrat oder Verschwörungen gegen sie, aber viel über die Loyalität und Opferbereitschaft des Volkes für die Herrscherfamilie. Herzog Maximilian Joseph wurde am 4. Dezember 1808 in Bamberg geboren. Er war der Sohn von Herzog Pius August von Bayern, der für seine geistigen Schwierigkeiten bekannt war, und seiner Frau Amelie Luise, Prinzessin von Arenberg. Liebevoll der gute Herzog Max genannt, war Maximilian Joseph der einzige direkte Nachkomme seines Großvaters, während seine Frau Ludovica die jüngste unter ihren vielen Schwestern war. Zwei von Ludovicas Schwestern waren Prinzessinnen von Sachsen, eine war Königin von Preußen und eine andere war die Mutter von Kaiser Franz Joseph von Österreich-Ungarn. König Ludwig I. von Bayern war ein Halbbruder von Maximilian, und er hatte auch zwei Halbschwestern. Eine heiratete zunächst den König von Württemberg und später Kaiser Franz I. von Österreich-Ungarn, während die andere die Ehefrau von Napoleons Stiefsohn, Eugene Beauharnais, wurde und die Großmutter der Könige Karl XV. Und Oskar II. Von Norwegen und Schweden war. Aufgrund dieser Verbindungen waren die meisten königlichen Familien Europas an den Feierlichkeiten zu Ehren des betagten Paares beteiligt. Sie sandten ihre Glückwünsche an das Stille Refugium am Starnberger See, wo das Ereignis gefeiert wurde, begleitet von zahlreichen herzlichen Ehrungen des bayerischen Volkes. Maximilian Joseph gehörte zu einem der exzentrischsten, aber auch am meisten geliebten Zweige der bayerischen Königsfamilie. Er wurde unter der strengen Aufsicht seines Großvaters erzogen
und verbrachte seine frühen Jahre in Bamberg und München. Mit 18 Jahren trat er in die Universität München ein, wo er Geschichte, Naturwissenschaften und Volkswirtschaft studierte. Mit Erreichen der Volljährigkeit erhielt er gemäß der bayerischen Verfassung einen Sitz im Bayerischen Senat. Doch er strebte weder Ruhm als Politiker noch als Militärführer an. Obwohl er mit 30 Jahren zum Kommandanten eines Kavallerieregiments ernannt wurde und später, im Jahr 1857, General wurde, zog er seine natürliche Leidenschaft für Wissenschaft, Literatur und die Künste vor und tauschte oft seine Militäruniform gegen einfache zivile Kleidung. Während der Jugend von Herzog Maximilian erregte ein Musiker namens Johann Petzmacher große Aufmerksamkeit. Geboren im Jahr 1803 als Sohn eines Gastwirts in Wien, lernte Petzmacher im Alter von 18 Jahren die einfache Zither zu spielen, ein Instrument, das bei den Bergbewohnern Österreichs und Bayerns beliebt war. Er war so fasziniert von den Möglichkeiten des Instruments, dass er sich ganz dessen Meisterung widmete. Sein Talent brachte ihm schnell den Ruf eines außergewöhnlichen Künstlers ein, und er spielte vor einem elitären Publikum in Wien, einschließlich des königlichen Hofs, und tourte durch Deutschland, wo er begeistert empfangen wurde. Herzog Max hörte Petzmacher erstmals 1837 während eines Konzerts in Bamberg und beschloss, bei ihm das Zitherspiel zu lernen. Petzmacher wurde dem Herzog vorgestellt und lebte von diesem Zeitpunkt an bis zu seinem Tod bei dem kunstliebenden Herzog. Im Jahr 1838 unternahm Herzog Max eine lange Reise durch Asien und Afrika, bei der Petzmacher ihn begleitete. Die Einheimischen waren von Petzmachers Musik begeistert, und während die beiden Freunde auf den ägyptischen Pyramiden saßen oder in den heißen Wüstensanden lagerten, weckten die Melodien Erinnerungen an ihre Heimat und ließen sie die Gefahren und Strapazen der Reise vergessen. Während dieser Reise komponierte Herzog Max mehrere Musikstücke, die später öffentlich mit großem Beifall aufgeführt wurden. Unter dem Pseudonym Phantasus schrieb er außerdem eine Sammlung von dramatischen Gedichten und Romanen, die sein beachtliches literarisches Talent zeigten. Sein bedeutendstes Werk war jedoch sein Buch Reisen in den Orient, das viel Lob erhielt. Nach seiner Rückkehr nach Bayern ließ Herzog Max hinter seinem Palast in der Ludwigstraße in München eine Zirkusarena errichten, in der er oft als Zirkusdirektor auftrat. Mitglieder des bayerischen Adels wirkten als Zirkusreiter und Darsteller mit, was die Neugier der Zuschauer weckte. Herzog Max verbrachte die Winter ausschließlich in München. Während der Sommer- und Herbstmonate lebte er mit seiner Familie im Schloss Possenhofen, das wunderschön am Starnberger See gelegen war. Dieses malerische Gebiet, umgeben von den Alpen, schien perfekt, um poetische Gedanken zu inspirieren. Und auch andere Mitglieder der kunstliebenden bayerischen Königsfamilie errichteten dort Sommerresidenzen. Max Joseph war ein begeisterter Jäger und verbrachte ganze Tage damit, die Wälder und Berge rund um Possenhofen zu erkunden. Er war fasziniert von der Schönheit der Natur und unternahm auch im Winter oft kurze Ausflüge. Während dieser Ausflüge trug er eine einfache Jagdkleidung, bestehend aus einer kurzen grauen Jacke, einem offenen Hemd mit Hosenträgern, einer Federkappe, Kniebundhosen, langen Strümpfen und robusten Schuhen. Meistens reiste er zu Fuß, manchmal jedoch auch mit der Postkutsche, die zu dieser Zeit ein übliches Transportmittel war. Seine Mitreisenden erkannten selten, dass der freundliche Jäger, der sich mit ihnen unterhielt, ein Herzog und der Schwager ihres Souveräns war. Herzog Max wurde oft um Hilfe gebeten, und nur selten wies er jemanden ab. Seine Großzügigkeit war einer der Hauptgründe für seine Beliebtheit in München. Doch am meisten geliebt wurde er als fröhlicher Zitherspieler, der in die Hütten der Dorfbewohner kam und für die jungen Leute spielte, die es liebten, zu seiner Musik zu tanzen. Seine Frau war sehr unterschiedlich zu ihm.
Sie teilte weder seine künstlerische noch seine impulsive Natur und war nicht immer erfreut über die einfache, gutmütige Art, mit der er sich unter die einfachen Leute mischte. Für sie war das Bewahren ihres Standes eine Pflicht, die mit ihrer hohen Geburt und ihrem Rang einherging. Aus diesem Grund war sie nie so beliebt wie ihr Ehemann, obwohl ihre vielen bewundernswerten Eigenschaften ihr großen Respekt und Anerkennung einbrachten, während sie 60 Jahre lang die Herrin von Possenhofen war. Sie war von Natur aus intelligent und hatte eine sorgfältige Erziehung genossen. Ehrlichkeit und Liebe zur Wahrheit waren ihre hervorstechendsten Eigenschaften, und sie hielt ihr Leben lang an dem fest, was sie nach reiflicher Überlegung für richtig hielt. Wie der Herzog zog sie den Frieden des Landlebens dem Stadtleben vor. Während ihrer glücklichen Ehe wirkte sie als beruhigender Einfluss auf ihren liebenden, aber ruhelosen Mann. Sie war auch eine Freundin und Beraterin ihrer Kinder, die sie vergötterten und zu ihr aufblickten. Ihr Blick war scharf, aber freundlich, und sie besaß eine natürliche Anmut, die aus wahrer edler Gesinnung stammte. Sie war eine jener starken Persönlichkeiten, die dazu geboren sind, anderen zu helfen, selbst aber nur wenig Unterstützung benötigen. Obwohl sie nicht ohne Ehrgeiz für ihre Kinder war, lehrten sie die Schwierigkeiten, die sie wegen ihnen erlebte, nach und nach äußeren Erfolg weniger zu schätzen. Sie mochte es nicht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und zog es vor, so ruhig und bescheiden wie möglich zu leben. Es war der heilige Abend des Jahres 1837. Die Glocken Münchens läuteten in festlicher Freude, als Herzog Max Joseph, der durch eines der ärmeren Viertel der Stadt wanderte, auf eine Frau stieß, die mühsam ein Bündel Brennholz auf ihrem Rücken trug. Sie begrüßte ihn mit dem traditionellen bayerischen Gruß: »Gelobt sei Jesus Christus.« Herzog Max Joseph antwortete freundlich: »In Ewigkeit, Amen. Warum tragen Sie an diesem heiligen Weihnachtsabend eine so schwere Last?« Die Frau sagte: »Ich will Ihnen sagen, warum, gnädiger Herzog. Es ist, weil meine Kinder keine Weihnachtsgeschenke haben und ich in den Wald gegangen bin, um Holz zu sammeln, damit sie wenigstens ein warmes Zimmer haben.« Herzog Max Joseph entgegnete: »Sie haben das Richtige getan. Was mich betrifft, ich habe mein Weihnachtsgeschenk bereits erhalten. Meine Frau hat heute eine wunderschöne Tochter namens Liese geboren, und ich bin so glücklich, dass ich möchte, dass auch Sie ein frohes Weihnachtsfest haben.« Er notierte ihren Namen und ihre Adresse in sein Notizbuch, und als die Nacht hereinbrach, kamen 2 Diener zu ihrem Haus. Sie brachten 2 große Körbe mit, die mit Lebensmitteln gefüllt waren. Am Boden jedes Korbes lag ein Geldschein mit einem beträchtlichen Betrag. Das Kind, das an diesem Tag geboren wurde, war Elisabeth, die später Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn werden sollte. In vielen Kulturen gilt es als schlechtes Omen, an Heiligabend geboren zu werden, doch die frühen Jahre der kleinen Prinzessin waren von Glück erfüllt, ohne einen Hinweis auf die Herausforderungen, die ihr später im Leben begegnen sollten. Die meisten ihrer frühen Jahre verbrachte sie in Possenhofen, einem Anwesen, das ihr Vater vor ihrer Geburt erworben hatte. Der große Park und die nahegelegenen Wälder waren Elisabeths erster Spielplatz und weckten in ihr eine tiefe Liebe zur Natur und zur Freiheit. Das Hauptanliegen der Herzogin war die Erziehung ihrer ältesten Tochter Helene, auf die sie große Hoffnungen setzte. Helene war fast 4 Jahre älter als Elisabeth und der Liebling ihrer Mutter, da sie ihr sowohl in Persönlichkeit als auch im Aussehen ähnelte. Elisabeth, liebevoll Sissy genannt, stand im Schatten der scheinbar überlegenen Talente ihrer Schwester. Anders als Helene hatte Sissy wenig Interesse an Büchern und kümmerte sich nicht um die Anforderungen des Hoflebens. Sie liebte ihre Schwester mit der Begeisterung der Jugend und bewunderte sie, während sie selbst wenig Selbstvertrauen hatte. Dennoch waren ihr Vater und ihre Brüder lieber als ihre Schwester oder Mutter. Sissy war die Lieblingstochter des Herzogs. Sie teilte seine Liebe zur Natur und begleitete ihn oft auf Wanderungen durch die Berge,
besuchte Bauernhäuser und lernte das Leben und die Menschen aus seinen Augen zu sehen. Ihre Erziehung bereitete sie nicht auf die hohe Stellung vor, die sie später einnehmen würde. Mit 5 Jahren bekam sie eine Gouvernante, doch Sissi, ein ungewöhnlich sanftes und liebenswertes Kind, lernte schnell, wie sie ihre Lehrerin bezaubern konnte und vermied das Lernen, das ihr keinen Spaß machte. Später sagte die Kaiserin oft, dass sie in ihrer Jugend die am schlechtesten gebildete Prinzessin Europas war und dass sie das meiste, was sie wusste, von ihrem Vater auf dessen Schoß gelernt habe. Obwohl sie nicht viele akademische Lektionen erhielt, wurden andere Teile ihrer Ausbildung nicht vernachlässigt. Der Herzog war entschlossen, dass seine Kinder körperlich fit sein sollten und engagierte einen der besten Tanzlehrer der Zeit, um Elisabeth und ihren Schwestern Tanz und Haltung beizubringen. Selbst in späteren Jahren war die Kaiserin dafür bekannt, eine hervorragende Spaziergängerin zu sein, mit einer anmutigen und mühelosen Haltung. Elisabeth sagte einmal zu einer ihrer Hofdamen: »Spazieren gehen ermüdet mich nie. Das habe ich meinem Vater zu verdanken. Er war ein begeisterter Jäger und wollte, dass meine Schwestern und ich so flink wie die Bergziegen sind.« Sie lernte auch schwimmen und reiten und liebte das Gefühl des Windes in ihren Haaren beim Reiten. Am glücklichsten war sie, wenn sie auf ihrem kleinen Pony um den Starnberger See ritt. Im Winter, wenn sie in der Stadt bleiben musste, fand sie die größte Freude darin, in die Ställe zu entkommen. Dort ritt sie die schwierigsten Pferde, die man finden konnte. Eines Tages, als sie wie so oft Zirkus spielte, wurde sie von einem wilden, temperamentvollen Pferd abgeworfen. Ihre Gouvernante schrie vor Angst, doch Elisabeth stand schnell wieder auf, unverletzt und unerschrocken, und lachte, während sie darum bat, das Pferd erneut reiten zu dürfen. Die erschrockene Gouvernante weigerte sich jedoch. Die glücklichste Zeit des Jahres für Elisabeth war, wenn die warmen Frühlingstage es ihr erlaubten, nach Possenhofen zurückzukehren, wo sie ihre Freiheit wieder genießen konnte. Ihr Vater brachte ihr das Zitherspiel bei, und sie begleitete ihn oft auf langen Wanderungen in den Alpen. Sie machten Halt in Hütten, um sich auszuruhen und zu stärken, und spielten dort Tanzmusik auf ihren Instrumenten oder auf anderen, die sie vor Ort fanden. Bei einer Gelegenheit, in einer abgelegenen Gegend, in der sie nicht erkannt wurden, schenkten die Dorfbewohner dem hübschen Kind ein Geldstück für ihre Musik. Elisabeth bewahrte es immer auf und sagte, wenn sie es später jemandem zeigte: »Das ist das einzige Geld, das ich je verdient habe.« Sie hatte nie viel Taschengeld, um Geschenke zu kaufen, und verbrachte daher oft ihre Abende damit, Strümpfe für ihre Freunde in den Bergen zu stricken oder an Nähprojekten zu arbeiten. Die Menschen rund um Possenhofen vergötterten die kleine Liese, und während Herbststürmen suchte sie oft allein Schutz in ihren Hütten, saß am Feuer, plauderte und lachte mit Jung und Alt. Ihre Eltern sahen darin nichts Verwerfliches. Dieses freie Leben in Possenhofen ließ Elisabeth die Wälder und Berge als ihr zweites Zuhause ansehen. Im Vergleich zur Weite der Natur wirkten die großen Säle des Palastes auf sie klein und beengend. Diese Erziehung prägte zweifellos ihre spätere Entwicklung und gab Einblicke in ihren Charakter als Kaiserin von Österreich. Wäre ihre Kindheit anders verlaufen, hätte sie vielleicht besser zu der Rolle gepasst, die sie bald übernehmen sollte. Hallo! Wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2: Das Treffen in Ischl, der Beginn einer Liebesgeschichte. Eine der ersten Reisen, die Elisabeth mit ihren Eltern und Schwestern unternahm, führte nach Ischl. Die Eltern von Franz Josef verbrachten dort gewöhnlich ihre Sommer, und die beiden Schwestern, Erzherzogin Sophie und Herzogin Ludovica, planten, sich dort im Sommer 1853 zu treffen.
Die 5 Jahre seit der Thronbesteigung des Kaisers waren von Kämpfen und Sorgen geprägt. Nur wenige Monate zuvor war er bei einem Attentat verletzt worden. Trotz der Schwierigkeiten im Reich gab es viele Gerüchte, die seinen Namen mit verschiedenen europäischen Prinzessinnen in Verbindung brachten. Seine willensstarke Mutter, die einen starken Einfluss auf ihn hatte, beendete diese Gerüchte schließlich, indem sie entschied, dass eine Prinzessin aus ihrer eigenen Familie den Thron mit ihrem Sohn teilen sollte. Das war nachvollziehbar. Sowohl die Wittelsbacher als auch die Habsburger gehörten zu den ältesten Königshäusern Europas. Beide blieben der katholischen Kirche treu, und Bündnisse zwischen ihnen waren seit 600 Jahren üblich. Erzherzogin Sophie hatte viel über den Charme und die Talente der Tochter ihrer Schwester Helene gehört. Sie und Herzogin Ludovica standen in ausgezeichnetem Verhältnis zueinander und hatten die Ehe bereits heimlich geplant. Es blieb nur noch, dass sich die jungen Leute begegneten und sich mochten. Eine Sorge für den Kaiser, der zwar ein gehorsamer Sohn, aber auch ein leidenschaftlicher Bewunderer von Frauen war. Es war eine gegenseitige Anziehungskraft, die Franz Josef und Elisabeth zusammenbrachte, obwohl es viele Geschichten darüber gibt, wie ihre Verlobung zustande kam. Die folgende Schilderung dürfte der Wahrheit am nächsten kommen. Am 16. August 1853 reiste der Kaiser, um seine Eltern in Ischl zu besuchen und die Familie von Max Joseph zu treffen. Während seine Kutsche die staubige Straße entlang fuhr, rief sein Adjutant plötzlich voller Bewunderung aus. Als Franz Josephs Kutsche sich Ischl näherte, machte sein Adjutant ihn auf ein bemerkenswertes Bild aufmerksam. Durch sein Fernglas erblickte der Kaiser ein wunderschönes junges Mädchen, das mit Ziegen auf einer nahegelegenen Wiese herumtollte. Dieses Bild blieb ihm im Gedächtnis, als sie die Stadt erreichten. Später an diesem Tag, während er sich mit seiner Mutter unterhielt, wurde Franz Joseph von einem plötzlichen Eintritt eines jungen Mädchens überrascht. Sie hielt einen Strauß wilder Rosen in den Händen und trug ein kurzes weißes Kleid. Ihr kastanienbraunes Haar fiel in weichen Wellen über ihre Schultern. Zu seiner Überraschung war es dieselbe bezaubernde Gestalt, die er zuvor gesehen hatte. Obwohl dies ihre erste Begegnung war, schien sie ihn zu erkennen, wahrscheinlich von Porträts, die sie gesehen hatte. Das Mädchen trat mit unerwartetem Selbstbewusstsein auf ihn zu und stellte sich als Elisabeth vor. Ihre herzliche Begrüßung und das strahlende Lächeln in ihren schönen blauen Augen gewannen sofort das Herz des Kaisers. In diesem Moment fühlte sich Franz Joseph zutiefst von dieser unerwarteten Erscheinung jugendlicher Schönheit und Lebendigkeit verzaubert. Einige Stunden später wurde er Prinzessin Helene vorgestellt, die, obwohl nicht ausgesprochen schön, klug und elegant wirkte. Hätte Franz Joseph Elisabeth nicht zuerst getroffen, wäre Helene wahrscheinlich seine Kaiserin geworden. Am selben Tag sollte er mit seiner Tante und seinem Onkel zu Abend essen. Als er ihr Hotel in Ischl betrat, hörte er 2 Stimmen hinter einer halb geöffneten Tür. Als Franz Joseph sich näherte, hörte er ein Gespräch zwischen Elisabeth und ihrer Gouvernante. Die Gouvernante sprach mit Nachdruck ein Verbot aus und berief sich auf strenge Anweisungen. Elisabeth jedoch äußerte den Wunsch, diese Regel zu brechen, und ihre sanfte, mädchenhafte Stimme war für den Kaiser unverkennbar. Als Elisabeth herauskam, lächelnd und leicht errötend, fragte Franz Joseph nach dem Grund für das Verbot. Sie erklärte ihm, dass sie als jüngere Schwester nicht gesehen werden dürfe, bevor ihre ältere Schwester verheiratet sei. Mit einem spielerischen Ton gab sie dem Kaiser die Schuld an ihrer misslichen Lage und beklagte, dass sie sogar allein speisen müsse. Die Gouvernante, verlegen und entschuldigend, unterbrach ihren Austausch und betonte nochmals ihre strengen Anweisungen. Unbeeindruckt bot Franz Joseph Elisabeth seinen Arm an, ohne sich um die Einwände der Gouvernante zu kümmern. Diese mutige Geste zeigte die unmittelbare Verbindung zwischen der jungen Prinzessin und dem Kaiser und legte den Grundstein für ihre aufkeimende Beziehung. Franz Joseph sagte:
Meine liebe Cousine, wollen wir gemeinsam hinausgehen und die Herrlichkeit dieses schönen Tages genießen? Die Gärten sind sicher ein wunderbarer Anblick, und es wäre mir eine Ehre, Sie auf einem Spaziergang durch ihre Schönheit zu begleiten. Elisabeth antwortete: Oh, Majestät, ich fürchte, ich muss ablehnen. Papa wäre furchtbar wütend, wenn ich die Regeln so offensichtlich missachten würde. Sein Temperament, normalerweise mild, kann durchaus beeindruckend sein, wenn es provoziert wird. Und doch klingen die Gärten wirklich verlockend. Vielleicht ein anderes Mal, wenn ich nicht an solch strenge Etikette gebunden bin. Die Gouvernante, alarmiert von Elisabeths Unentschlossenheit, griff schnell ein. Sanft, aber bestimmt führte sie die junge Prinzessin zurück in den Raum und schloss die Tür mit einem respektvollen Knicks vor dem Kaiser. Im Laufe des Abends fand sich Franz Josef zunehmend von der jüngeren Prinzessin fasziniert. Beim Abendessen stellte er eine unerwartete Bitte an den Herzog, sich auf einen bayerischen Brauch zu berufen, bei dem die Kinder nach dem Essen dazustoßen. Seine wahre Absicht war jedoch, mehr Zeit mit Elisabeth zu verbringen. Die Bitte löste eine Welle der Überraschung in der Gesellschaft aus. Besonders Herzogin Ludovica spürte einen Stich der Enttäuschung, da sie erkannte, dass ihre Hoffnungen für Helene schwanden. Trotz der unerwarteten Wendung der Ereignisse gab der Herzog dem Wunsch des Kaisers großzügig nach. Wenig später trat Elisabeth erneut in den Raum. Ihre frühere Selbstsicherheit war einem bezaubernden Mix aus Schüchternheit und Nervosität gewichen. Ihre Wangen glühten in einem liebenswerten Rot. Die Augen des Kaisers leuchteten bei ihrem Anblick auf, was seine wachsende Faszination für die junge Prinzessin nur noch verstärkte. Franz Josef hielt im Allgemeinen nicht viel von Frauen. Trotz seines jungen Alters hatte er bereits einige Erfahrungen mit ihnen gemacht. Doch dieses schöne, unschuldige Mädchen, Elisabeth, veränderte ihn augenblicklich. Mitten in den politischen Kämpfen, die die ersten Jahre seiner Regentschaft prägten, traf ihn die Liebe wie ein Blitzschlag. An diesem Abend veranstaltete Erzherzogin Sophie einen Ball, an dem beide ihrer Nichten teilnahmen. Der Hof, der spürte, dass sich bedeutende Ereignisse abspielten, beobachtete die bayerischen Prinzessinnen aufmerksam. Die Erzherzogin zeigte eindeutig ihre Vorliebe für Helene, während Franz Josef beiden Schwestern seine Aufmerksamkeit schenkte. Während des Cotillon, als er Elisabeth einen wunderschönen Rosenstrauß überreichte, wuchs die Neugier der Anwesenden nur noch. Würde die Mutter den Wünschen des Sohnes nachgeben oder würde der Sohn seiner Mutter gehorchen? Franz Josef hatte seine Entscheidung bereits getroffen, und am Ende des Balls verkündete er, dass er niemanden außer Elisabeth als seine Frau wollte. Erzherzogin Sophie war überrascht und enttäuscht, dass ihr Plan gescheitert war, doch sie entschied sich, sich dem Wunsch ihres Sohnes nicht zu widersetzen. Sie hatte gehofft, dass er Helene heiraten würde, da sie glaubte, diese ebenso kontrollieren zu können wie Franz Josef. Wenn die Krone jedoch einer jungen, unschuldigen 16-Jährigen und nicht ihrer klugen 20-jährigen Schwester zufallen sollte, dann könnte es vielleicht sogar noch einfacher für sie sein. Am nächsten Morgen um 9 Uhr hielt die kaiserliche Kutsche vor der Residenz von Max Joseph. Der Kaiser eilte die Stufen hinauf und bat um eine Unterredung mit dem Herzog und der Herzogin, in der er offiziell um die Hand von Prinzessin Elisabeth anhielt. Dies war ein schmerzhafter Schlag für Helene, und auch ihre Eltern hatten Schwierigkeiten, es zu ertragen. Doch Franz Josef war entschlossen. Wenn er nicht diejenige heiraten konnte, die er liebte, würde er überhaupt nicht heiraten. Schließlich mussten sie einwilligen. Franz Josef wollte, dass Elisabeth sofort informiert wurde, doch ihre Eltern weigerten sich, sie unter Druck zu setzen. Elisabeth war noch sehr kindlich in Herz und Geist. Als Elisabeth zum ersten Mal von den Absichten des Kaisers erfuhr, schlug sie die Hände vor dem Gesicht zusammen und begann leise vor sich hin zu murmeln: Oh, aber das ist ganz unmöglich. Ich bin viel zu jung für eine so weitreichende Entscheidung. Mein Herz ist noch das eines Kindes, und ich habe noch nicht die Tragweite eines solchen Engagements begriffen.
Wie könnte ich nur bereit sein für die Verantwortung, die mit dem Amt einer Kaiserin einhergeht? Ich fürchte, es fehlt mir an Weisheit und Erfahrung für eine so wichtige Rolle. Sicher gibt es jemanden, der besser geeignet ist, jemanden, der besser auf die Herausforderungen vorbereitet ist, die vor mir liegen. Der bloße Gedanke daran überwältigt mich. Die Liebe hatte bereits ihre Träume erreicht, auch wenn ihr Herz noch nicht vollständig erwacht war. Franz Josephs leidenschaftliches Werben sprach Elisabeths impulsive Natur an. Sie fühlte sich von seiner Persönlichkeit und seinem Charakter angezogen und stimmte schließlich freudig zu, seine Frau zu werden. Ihre Verlobung fand an Franz Josephs 23. Geburtstag, dem 18. August 1853, statt. Es gab große Feierlichkeiten, als die Nachricht Wien erreichte. Die romantische Geschichte ergriff die Vorstellungskraft der Menschen und unzählige Geschichten wurden über das schöne junge Mädchen gesponnen, das den jungen Kaiser heiraten sollte. Ihre Bilder wurden im ganzen Reich verbreitet und jeder sprach voller Bewunderung über ihre Schönheit und ihre einfache Herkunft. Während des Monats, den das frisch verlobte Paar mit ihren Familien in Ischl verbrachte, versammelten sich täglich Menschenmengen, um einen Blick auf ihre zukünftige Kaiserin zu erhaschen und gingen voller Bewunderung für ihre Bescheidenheit und ihren Charme nach Hause. Am 20. April 1854 begann Elisabeth gemeinsam mit ihren Eltern und ihren 2 älteren Schwestern die Reise nach Wien zu ihrer Hochzeit. Menschenmengen von Bauern aus der umliegenden Gegend füllten die Straßen ihrer Heimatstadt, um sie zu verabschieden. Überwältigt von ihren Gefühlen stand Elisabeth in ihrer Kutsche und winkte unter Tränen den jubelnden Menschen zu. Das Dampfschiff Stadt Regensburg brachte sie von Straubing nach Linz. Überall, wo sie vorbeikam, wurden die Arbeiten eingestellt, als wäre es ein Feiertag, und die lang ersehnte Prinzessin war das einzige Gesprächsthema. In Linz gingen sie an Land, um das Schiff zu wechseln, wo Franz Joseph sie kurz traf, bevor er nach Wien zurückkehrte, um seine Braut willkommen zu heißen. Die Stadt war mit Blumen geschmückt, ein großer Triumphbogen wurde errichtet, auf den umliegenden Hügeln brannten Freudenfeuer, und der Tag endete mit Fackelumzügen, Theateraufführungen und Ständchen. Am nächsten Morgen setzten sie ihre Reise die Donau hinunter fort. Das Schiff, das sie von Linz nach Mautern brachte, hieß Franz Joseph und war mit Rosen bedeckt, die Kabine mit purpurfarbenem Samt dekoriert und das Deck in einen Blumengarten verwandelt. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Fahnen wehten von Dächern und Türmen, und jubelnde Menschen säumten beide Ufer des Flusses, um ihre zukünftige Kaiserin zu sehen. Sie erblickten eine schlanke Gestalt in Weiß, die von einer Seite des Schiffs zur anderen eilte, sich verbeugte und den endlosen Jubelrufen zuwinkte. In der Zwischenzeit liefen in Mautern, dem Landeplatz für Wien, große Vorbereitungen, um Elisabeth zu empfangen. Seit den frühen Morgenstunden hatten sich Menschen versammelt und geduldig ihre Plätze gehalten. In der Nähe der Brücke war ein Pavillon mit einem großen Portikus errichtet worden, dessen goldene Türme und Kuppeln schon von weitem glänzten. Bis zum Mittag hatten sich Adlige, Prälaten, hochrangige Beamte und Vertreter des Bürgertums im Pavillon eingefunden. Auf einer Terrasse zur Rechten versammelten sich ausländische Botschafter und ihre Ehefrauen, während auf der linken Seite Delegationen aus Wien und anderen Städten des Habsburgerreiches standen. Das Wetter war am Morgen trüb gewesen, aber bis zum Mittag hatten Windböen den Himmel aufgeklart und strahlend blau gemacht, um den Hochzeitszug willkommen zu heißen. Um 6:30 erreichte das Schiff das Ufer, begrüßt von Kanonenschüssen, Musik und Glockengeläut. Franz Joseph eilte vor, um seine Braut zu begrüßen, dicht gefolgt von seinen Eltern, Erzherzog Franz Karl und Erzherzogin Sophie, die Elisabeth umarmten, bevor sie zum Bräutigam führten. Schließlich kam der lang ersehnte Moment, als Elisabeth,
gestützt auf Franz Josefs Arm die österreichische Hauptstadt betrat. Die Menge brach in Jubel aus und rief: »Es lebe die Braut des Kaisers!« Der Lärm war so überwältigend, dass Elisabeth einen Moment lang regungslos neben Franz Josef stehen blieb, fast wie benommen. Doch als sie die aufgeregte Menge betrachtete, lächelte sie warm und winkte mit ihrem Taschentuch, was die Zuschauer in Begeisterung versetzte. Die Reise von Mautern nach Schönbrunn war ein einziges Fest. Um 7:30 Uhr erreichten sie die Tore des alten Palastes, wo der Kaiser seine Braut erneut willkommen hieß, bevor er sie die große Treppe hinaufführte, die von oben bis unten mit tropischen Pflanzen und Blumen geschmückt war. Am nächsten Tag fand der offizielle Einzug in Wien statt. Jedes Haus war festlich dekoriert, und die Straßen, durch die Elisabeth zog, waren mit Blumen bedeckt. Die Elisabethbrücke, die Wien mit dem Vorort Wieden oder an der Wien verband, wurde an diesem Tag eröffnet und zu ihren Ehren benannt. Der Bürgermeister und der Stadtrat standen bereit, um sie dort zu begrüßen. Rund um die 8 Statuen berühmter Männer, die die Brücke zierten, waren tausende seltener Pflanzen und Blumen aus den Gewächshäusern der Fürsten Liechtenstein und Schwarzenberg kunstvoll arrangiert, die den gesamten Bereich mit ihrem Duft erfüllten. Eine dreifache Reihe von Bürgern erstreckte sich bis zum Korinthischen Tor, und in regelmäßigen Abständen standen junge Mädchen, die Blumen streuten. Der Klang von Kanonenschüssen und das Läuten der Glocken von jedem Kirchturm in Wien und seinen Vororten signalisierten den Beginn des Festzugs. Die goldene Staatskarosse wurde von 8 milchweißen Pferden gezogen, die hohe weiße Federbüsche trugen. Die Geschirre waren mit Gold bedeckt, und der Kutscher, die Lakaien und die Postillons trugen weiße Perücken. Elisabeth saß auf dem Rücksitz der Kutsche mit ihrer Mutter. Sie trug ein rotes Satinkleid, das mit Silber bestickt war, und darüber einen weißen Mantel, der mit Rosengirlanden verziert war. Um ihren Hals lag ein Spitzenhalstuch, und in ihrem wunderschönen Haar funkelte ein Diadem aus Diamanten, das mit einem Kranz aus roten Rosen verwoben war. Nie zuvor hatte Elisabeth ihren Spitznamen »die Rose Bayerns« mehr verdient. Am Morgen des 24. April 1954 wurden in allen Kirchen Wiens Te-Deums gehalten, und Elisabeth und Franz Josef nahmen an einer feierlichen Messe in der Hofkapelle teil. Bis 15 Uhr war der Platz rund um die Hofburg und die Augustinerkirche, wo die Trauungszeremonie stattfand, so überfüllt, dass Barrieren errichtet werden mussten, um eine freie Passage für die Kutschen zu gewährleisten. Gäste aus allen Teilen des Reiches und Europas strömten in die Stadt. Allein am Tag vor der Zeremonie kamen 75.000 Besucher, eine außergewöhnliche Zahl für jene Zeit. Sogar aus dem Osten, wie Alexandria, Smyrna und Saloniki, wurden Vertreter zur Hochzeit entsandt. Die berühmte alte Augustinerkirche war für diesen Anlass prachtvoll geschmückt. Über dem Hochaltar hing ein Baldachin aus weißem Samt, der mit Gold bestickt war. Darunter standen 2 Gebetspulte, ebenfalls mit weißem Samt bezogen. Die Wände und Säulen der Kirche waren mit Damast und kostbaren Wandteppichen behängt. Der Boden war mit Teppichen ausgelegt. Von 100 Kronleuchtern war die Kirche in ein weiches, dennoch strahlendes Licht getaucht. Auch die Augustinergalerie, die die inneren Räume der Hofburg mit der Kirche verband, war ähnlich dekoriert und erleuchtet. Die Hochzeit war für 7 Uhr abends angesetzt. Schon um 6 Uhr war jeder Platz in der Kirche mit Gästen gefüllt. Die leuchtenden Uniformen der Offiziere, die farbenfrohen und kunstvollen Hofkleider der ungarischen und polnischen Adligen, die funkelnden Juwelen der Damen, die goldbestickten Mäntel der Minister und hochrangigen Gäste, die roten Gewänder der Kardinäle und die prächtigen Kostüme der zahlreichen orientalischen Gesandten vereinten sich zu einer Szenerie von unglaublicher Pracht. Zur festgelegten Zeit versammelte sich Fürst Erzbischof Rauscher, der frühere Lehrer des Kaisers, mit mehr als 70 Bischöfen und Erzbischöfen in ihren goldbestickten Gewändern in der Sakristei.
Der Zeremonienmeister informierte den Kaiser, dass alles bereit sei, und die Prozession begann ihren Einzug in die Augustinergalerie. Zuerst kamen die Pagen, Hofmeister und Kammerherren, gefolgt von den Geheimräten und hohen Hofbeamten, dann die Erzherzöge mit ihren Kammerdienern. Schließlich trat der Kaiser ein, gekleidet in die Uniform eines Feldmarschalls und geschmückt mit all seinen Ehrenzeichen. Direkt hinter dem Bräutigam folgte seine Mutter, die die Braut an ihrer linken Seite führte. Auf Elisabeths anderer Seite ging ihre Mutter, Herzogin Ludovica, und hinter ihnen folgten die Hofdamen, angeführt vom Obersthofmeister. Die 16-jährige Braut strahlte vor jugendlicher Schönheit und Glück. Ihr Hochzeitskleid war aus schwerem weißen Seidenstoff gefertigt und reich mit Gold und Silber bestickt. Darüber trug sie ein lockeres Gewand aus demselben Material mit langen Ärmeln. Ein Diamantverschluss hielt ihren langen Schleier aus Brüsseler Spitze, und ihr Brautkranz, bestehend aus frischem Myrten- und Orangenblütenschmuck, war mit einer atemberaubenden Diamantenkrone befestigt, die ihre Schwiegermutter bei ihrer eigenen Hochzeit getragen und Elisabeth geschenkt hatte. Ein Diamantkollier schmückte ihren Hals und sie trug den bayerischen Theresienorden sowie den österreichischen Sternkreuzorden zusammen mit einem Strauß weißer Rosen auf ihrer Brust. Am Eingang der Kirche wurden der Kaiser und seine Braut vom Fürsterzbischof empfangen, der sie mit Weihwasser besprengte. Danach knieten sie an den Gebetspulten, während die anderen Mitglieder der königlichen Familien ihre Plätze einnahmen. Nach einem kurzen Gebet traten Franz Josef und Elisabeth vor den Hochaltar, legten ihre Gelübde ab, tauschten die Ringe und reichten sich die Hände. Als der Erzbischof am Ende der Zeremonie den kirchlichen Segen erteilte, ertönten Musketenschüsse des Infanterieregiments, das am Josefsplatz stationiert war, gefolgt vom Donner der Kanonen, die verkündeten, dass Österreich eine Kaiserin und Ungarn eine Königin hatte. Kapitel 3 Elisabeths erste Tage im Habsburger Palast. Als Elisabeth heiratete, wurde sie nicht nur als die jüngste, sondern auch als die schönste Kaiserin bezeichnet, die je auf dem Habsburger Thron gesessen hatte. Sie war groß und schlank, mit kleinen, wohlgeformten Händen und Füßen, und ihre Gesichtszüge waren zart und fein. Sie hatte ein bezauberndes Lächeln, wunderbar ausdrucksvolle dunkelblaue Augen, einen wunderschönen Teint und eine Masse welligen kastanienbraunen Haares, das, wenn es offen war, wie ein Schleier fiel. Sie trug ihr Haar entweder in 8 schweren Zöpfen oder wie eine Krone um ihren Kopf geschlungen. Ohne jegliche Erfahrung in der Welt und voller jugendlichem Selbstbewusstsein stellte sie sich ihr Eheleben wie einen langen Urlaub vor, erfüllt von Liebe und Bewunderung von allen Seiten. Sie glaubte, ein Leitstern für ihr Volk zu werden. Doch ihre anfängliche Begeisterung wich schnell der Enttäuschung. Während das einfache Volk von ihrer neuen Kaiserin verzaubert war, dachte die Aristokratie, eine der exklusivsten Europas, anders. Viele am Hof waren der Meinung, dass Elisabeth als Tochter eines nicht-königlichen Herzogs aufgrund ihres Alters und Rangs nicht geeignet sei, ihre Herrscherin zu sein. Anstatt herzlich willkommen geheißen zu werden, stieß sie auf Ablehnung und Intrigen. Sie war enttäuscht, als sie feststellte, dass sie, anstatt das Zentrum der Bewunderung zu sein, wie sie es sich erträumt hatte, von den meisten nur als Zielscheibe für Angriffe auf ihre rechtmäßigen Ehren und ihren Einfluss angesehen wurde. Leider fand sie sich in einer Situation wieder, die Takt und Wissen verlangte, ohne jemals darauf vorbereitet worden zu sein. Wie ein junger Vogel, der das Nest verlassen hatte, bevor er fliegen lernte. In Bayern war Elisabeth ein sorgloses, glückliches Kind gewesen, von allen geliebt. Sie trug den fröhlichen Geist der Wälder und Berge mit sich, die sie so sehr liebte. Als Wittelsbacherin auf beiden Seiten ihrer Familie hatte sie die Eigenschaften ihres Geschlechts geerbt: Stolz, Unabhängigkeit, Ehrlichkeit und Mut.
Doch genau diese Tugenden erschwerten es ihr, sich an die strengen Regeln des Hoflebens anzupassen. Ihre Jugend und Lebendigkeit schienen in Schönbrunn und der Hofburg fehl am Platz. Die Menschen in Wien wussten um ihren Mangel an Wissen und Erfahrung und nahmen an, sie sei leicht zu beeinflussen, wenn man sie nur unterhalte und schmeichle. Doch sie erkannten bald ihren Irrtum. Elisabeth hatte den scharfen Verstand ihrer Familie geerbt, und trotz ihrer Jugend begriff sie schnell alles, was ihr Interesse weckte, und traf Entscheidungen mit Selbstvertrauen. Eine Persönlichkeit wie Elisabeth rebellierte naturgemäß gegen die Beschränkungen und die Monotonie des Hoflebens. Die Zeremonien und Formalitäten langweilten sie von Anfang an. Und Anders als Marie Antoinette, der sie in vielen Aspekten nicht ähnelte, hasste Elisabeth die Hofetikette noch mehr. Der Wiener Hof, der seinen Traditionen seit Jahrhunderten folgte, betrachtete diese Formalitäten als selbstverständlich und notwendig, doch Elisabeth fand sie lächerlich und kindisch. Einmal verursachte sie einen Skandal, indem sie sich weigerte, am traditionellen Staatsfrühstück teilzunehmen, das aus verschiedenen warmen Gerichten bestand, und stattdessen Brot, Wurst und ein Glas Münchner Bier in ihre Gemächer bestellte. Ein anderes Mal, bei der Leitung einer ihrer ersten offiziellen Zeremonien, zog sie ihre Handschuhe aus und brach damit sämtliche Regeln und Traditionen. Eine ältere Hofdame eilte herbei, um sie an ihren Fauxpas zu erinnern. Das widerspricht den etablierten Regeln der Etikette, Eure Majestät. Diese Traditionen bestehen seit Generationen und werden als wesentlicher Teil der Würde und des Anstands unseres Hofes angesehen. Elisabeth entgegnete: Warum sollte ich an eine so willkürliche Regel gebunden sein? Wenn sie unbequem oder unpraktisch ist, sollten wir nicht ihre Notwendigkeit hinterfragen? Von diesem Moment an soll bekannt sein, dass blindes Festhalten an Tradition nicht immer der klügste Weg ist. Stattdessen sollten wir Flexibilität und Vernunft in unseren Gebräuchen begrüßen, sie anpassen, um uns besser zu dienen, anstatt uns unnötig einzuschränken. Franz Josef war außergewöhnlich ergeben gegenüber seiner Braut, die er ohne die Hilfe von Botschaftern oder Gesandten selbst gewählt hatte. Franz Josef schrieb kurz nach der Hochzeit an einen Freund: Ich werde mit der Leidenschaft geliebt, die man einem jungen, stattlichen Offizier entgegenbringen könnte, und finde mich in einem Zustand des Glücks wieder, der nur als göttlich beschrieben werden kann. Mein Herz quillt über vor Freude, und ich bin von einem Gefühl der Erfüllung überwältigt, das sterbliches Glück weit übertrifft. Wahrlich, ich fühle mich, als hätte ich das Reich der Götter erreicht, wo ich mich im Licht der Liebe und Verehrung sonnen darf. Elisabeth liebte Franz Josef zwar wirklich, aber nicht mit der gleichen Intensität, wie er sie liebte. Trotz der tiefen Gefühle, die sie später im Leben zeigte, lag in ihrer Natur eine gewisse Kälte, die es ihr schwer machte, seine Leidenschaft zu erwidern oder ihn immer zu verstehen. Seine Hingabe und Geduld wurden oft auf die Probe gestellt, während er versuchte, dieser freiheitsliebenden jungen Frau zu helfen, sich an die Zwänge und Pflichten ihrer neuen Rolle anzupassen. Franz Josef musste oft eingreifen, um Frieden zwischen Elisabeth und den älteren Hofdamen zu stiften. Obwohl er ihr gerne mehr Freiheit gegeben hätte, konnte er es sich nicht leisten, die etablierten Bräuche zu ändern. Erzherzogin Sophie hatte am Hof schon immer das Sagen gehabt. Sie war eine kluge und einflussreiche Frau, die Franz Josef in den frühen, schwierigen Jahren seiner Regentschaft eine große Stütze gewesen war, und sie hatte nicht vor, ihre Autorität an ihre 17-jährige Nichte abzugeben. Die beiden Frauen, obwohl verwandt, waren grundverschieden. Sophie war ehrgeizig und machtorientiert, während Elisabeth wenig Wert auf Status oder Einfluss legte. Sophie war tief religiös und von der Kirche geprägt, während Elisabeth Gott in der Natur verehrte, religiöse Zeremonien mied und Priester nicht mochte. Sophie erwartete,
dass sie Elisabeth leicht kontrollieren könnte, indem sie deren Eitelkeit und mangelnde Erfahrung ausnutzte. Doch als sie erkannte, dass Elisabeth nicht so leicht zu beeinflussen war, griff sie zu härteren Methoden. Elisabeth war voller Hoffnung und Träume nach Wien gekommen und hatte erwartet, den wichtigsten Platz im Leben ihres Mannes und am Hof einzunehmen. Doch jedes Mal, wenn sie versuchte, ihre Rechte als Kaiserin geltend zu machen, blockierte Sophie sie absichtlich und zerstörte ihre Hoffnungen, ohne Rücksicht auf ihre Gefühle. Am Hof war Erzherzogin Sophie, bekannt als Madame Mère, eine mächtige Figur, deren Gunst jeder suchte. Viele glaubten auch, dass Franz Joseph, der als launisch und leicht zu beeindrucken galt, bald das Interesse an seiner jungen Frau verlieren würde. Elisabeths Unerfahrenheit erschwerte es ihr, mit den Intrigen des Hofes umzugehen, und es wurde bald klar, dass ihre Schwiegermutter den Machtkampf gewinnen würde. Obwohl der Kaiser Elisabeth mit Sorgfalt und Respekt behandelte, entstanden Missverständnisse zwischen ihnen. Diese wurden durch Elisabeths verletzten Stolz und Erzherzogin Sophies ständige Versuche, Elisabeth in den Augen ihres Sohnes herabzusetzen, noch verschärft. Obwohl Elisabeth Franz Joseph von Herzen liebte, begann sie sich von ihm zu distanzieren, um nicht als das schwierige Kind zu gelten, als das ihre Schwiegermutter sie bezeichnete. Eine leise Traurigkeit zeigte sich in ihrem Verhalten. Doch es gab auch Momente intensiver Rebellion gegen die kalte und selbstsüchtige Welt, in die sie gezwungen war zu leben. Momente, die ihre Lage nicht verbesserten. Unüberlegt und impulsiv kämpfte Elisabeth gegen die fortwährende schlechte Behandlung an. Sie zeigte offen ihre Verachtung für Sophies Anhänger und vertraute stattdessen anderen, die sie letztlich täuschten und verrieten. Als Elisabeth Kaiserin wurde, war das Letzte, was sie wollte, isoliert auf dem Thron zu sitzen, umgeben nur von wenigen Adelsfamilien. Was sie sich wünschte, war, unter den Menschen zu sein und ihre neuen Untertanen kennenzulernen. In den ersten Jahren ihrer Ehe wurde sie oft in den Straßen Wiens gesehen. Wo immer sie hinkam, versammelten sich Menschenmengen, die sie neugierig und gutmütig aus der Nähe betrachten wollten. Eines Tages beschloss sie, mit nur einer ihrer Hofdamen spazieren zu gehen, ohne jemandem von ihren Plänen zu erzählen. Auf einem der Hauptplätze erregte etwas in einem Schaufenster ihre Aufmerksamkeit, und sie ging in das Geschäft. Als sie sich umdrehte, um zu gehen, war sie überrascht, Hunderte von Menschen an der Tür und den Fenstern zu sehen, die sie anstarrten. Es bedurfte der Hilfe der Polizei, um sie wieder nach draußen zu bringen. Dieses Ereignis wurde am Hof mit großem Missfallen aufgenommen. Die Leute begannen, über die Kaiserin zu lästern. Ihre Majestät scheint der irrigen Annahme zu unterliegen, sie befinde sich noch immer in der ungezähmten Wildnis Bayerns. Es scheint, als hätte sie noch nicht vollständig verstanden, welche Ernsthaftigkeit und Verantwortung ihre angesehene Position als Kaiserin von Österreich mit sich bringt. Ihr Verhalten deutet auf ein mangelndes Verständnis für den Anstand und die Erwartungen hin, die mit ihrer Rolle am Kaiserhof und gegenüber ihren Untertanen verbunden sind. Vielleicht bedarf sie einer sanften Erinnerung daran, dass ihre Handlungen nun weitaus größere Bedeutung und Aufmerksamkeit erregen, als in ihren sorglosen Tagen auf dem bayerischen Land. Entmutigt von ihren gescheiterten Versuchen, sich mit dem Volk zu mischen, begann Elisabeth, öffentliche Auftritte so weit wie möglich zu meiden und beschränkte ihre Spaziergänge auf die abgeschiedenen Bereiche der Schlossgärten oder des Parks rund um Schönbrunn. Selbst dann kritisierte der Hof sie dafür, dass sie sich nicht häufiger dem Volk zeigte. Die ständige Feindseligkeit und Opposition führten dazu, dass Elisabeth sich immer weiter in sich selbst zurückzog, was ihr nachhaltigen Schaden zufügte. Es weckte eine angeborene Liebe zur Einsamkeit in ihr, die, einmal etabliert, unmöglich aufzugeben war. Unterdessen warteten die Menschen in anderen Teilen des Reiches, wie Böhmen, Mähren, Galizien und Ungarn, sehnsüchtig darauf, das Kaiserpaar willkommen zu heißen. Kurz nach der Hochzeit begannen Franz Joseph und Elisabeth eine Reihe von Kurzreisen. Im September 1856
besuchten sie die österreichischen Alpen, ein Besuch, der noch heute in den entlegensten Bergtälern in Erinnerung geblieben ist. Von heiligem Blut, wo sie die Nacht verbrachten, erklommen der Kaiser und die Kaiserin den Großglockner. Gegen 4 Uhr morgens, nachdem sie in der kleinen Pfarrkirche die Messe besucht hatten, begannen sie den Aufstieg mit 2 erfahrenen Führern. Elisabeth ritt einen Teil des Weges, während Franz Josef zu Fuß ging. Während des Spaziergangs pflückte Franz Josef ein Büschel Edelweiß von einer steilen Klippe und reichte es Elisabeth mit den Worten: Meine liebe Königin, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Edelweiß gepflückt. Ich war so glücklich, die Pracht dieser Blumen zu sehen, denn als ich sie betrachtete, spürte ich einen Stich im Herzen. Für wen blühen diese Blumen an den unzugänglichsten Orten der Alpen? Für wen verbergen sie ihre Schönheit? Auch dich fand ich am Fuße der majestätischen Berge. Welche Art von Schönheit hätte ich verpasst, wenn ich dich nicht gefunden hätte? Als ich daran dachte, verspürte ich einen Moment lang den Drang, Gott zu danken. Du bist meine prächtige Blume, die jeden Morgen neu erblüht und jede Nacht den nächsten Morgen ankündigt. Wenn ich dich ansehe, staune ich, wie all die Schönheit der Welt in einem einzigen Wesen Leben finden kann. An der Wallnerhütte, wie sie damals genannt wurde, machte die Kaiserin eine Pause, während Franz Josef weiter hinauf zum hohen Glocknersattel stieg. Zum Andenken an diesen Besuch wurde die Wallnerhütte später in Elisabeth-Ruhe umbenannt. Von dort reisten sie weiter in die Steiermark und dann nach Graz, wo sie am 11. September ankamen. Wie bei allen vorherigen Stationen wurden sie auch dort mit großer Begeisterung empfangen. Im November desselben Jahres besuchten sie die italienischen Provinzen, die damals Teil ihres Reiches waren. Aufgrund der politischen Unruhen und der anti-österreichischen Stimmung unter den Italienern befürchtete man, dass die Herrscher kalt empfangen würden. Doch die Herrin der Adria schmückte sich prächtig, um die junge Kaiserin zu empfangen. Die Straßen und Marktplätze waren hell erleuchtet und zu ihren Ehren wurden extravagante Maskenbälle veranstaltet. Elisabeths Schönheit und Charme eroberten alle Herzen, und der begeisterte Kaiser sagte zu ihr: Dein strahlendes Lächeln, meine liebe Elisabeth, hat erreicht, was Bataillone von Soldaten nicht vermochten. Es hat die Herzen unserer Untertanen erweicht und Bande der Loyalität geschmiedet, die stärker sind als jede militärische Kampagne. Deine Anmut und dein Charme haben sich als die mächtigste diplomatische Waffe unseres Reiches erwiesen, die Zuneigung und Treue der Menschen weitaus effektiver gewonnen als jede Machtdemonstration oder politisches Manöver. Wahrlich, deine Anwesenheit hat mehr zur Einheit unserer vielfältigen Länder beigetragen, als alle militärische Stärke, die uns zur Verfügung steht. Franz Josef, wie wir wissen, war noch ein junger Mann, als sein Onkel, Kaiser Ferdinand, zu seinen Gunsten abdankte und sich nach Prag zurückzog. Franz Josef hatte kaum den Thron bestiegen, als in Ungarn ein Aufstand ausbrach. Da er die Unruhen nicht allein bewältigen konnte, wandte er sich an Russland um Hilfe. Zar Nikolaus entsandte 100.000 Soldaten, um ihn zu unterstützen, und der ungarische Aufstand von 1848 bis 1849 wurde mit Gewalt niedergeschlagen. Viele Städte, Dörfer und Güter wurden zerstört und das Land blieb schwer verwundet zurück. Die ungarische Bevölkerung ertrug ihr Leid mit verbittertem Trotz, und als der Kaiser 5 Jahre später Elisabeth heiratete, hatte sich kaum etwas geändert, um den Hass auf Österreich zu mildern. Die Amnestie, die Franz Josef allen politischen Straftätern an seinem Hochzeitstag gewährte, war ein Schritt in Richtung Versöhnung, aber die ersten wirklichen Zeichen des guten Willens waren Elisabeth zu verdanken. Es war ihr Lächeln, das begann, den Groll der Ungarn zu heilen. Ihre Schönheit und Güte legten den Grundstein für bessere Beziehungen zwischen den Ungarn und ihrem Herrscher. Sie widmete sich dem Erlernen ihrer Sprache, eine der schwierigsten Europas, und zeigte großes Interesse an ungarischer Kunst und Kultur.
Sie kümmerte sich so aufrichtig um das Wohl der Ungarn, dass sie sogar weinte, wenn ihr Mann sich weigerte, ihre Forderungen zu erfüllen. Elisabeths plötzliche und tiefe Zuneigung zu Ungarn, einem Land, das sie zuvor kaum gekannt hatte, war wahrscheinlich eine psychologische Reaktion. Als sie erstmals nach Wien kam, bemerkte sie das starke Vorurteil des Hofes gegen die Ungarn. Erzherzogin Sophie und ihre Anhänger betrachteten jeden Versuch der freiheitsliebenden Ungarn, Unabhängigkeit zu erlangen, als ein neues Verbrechen. Elisabeth hörte oft scharfe Kritik über ihre Untertanen jenseits der Leitha. Doch Elisabeths natürliche Unabhängigkeit führte dazu, dass sie die Angelegenheit selbst erkundete. Sie bildete sich schnell eine ganz andere Meinung über die warmherzigen und ritterlichen Ungarn, deren Charakter dem ihren sehr ähnlich war. In dem Wunsch, mehr über das Leben des Volkes zu erfahren, beschloss Elisabeth, ihre Sprache zu lernen. Sie ging dies mit großem Enthusiasmus und Entschlossenheit an, überwand alle Schwierigkeiten und beherrschte die Sprache schließlich so gut, dass sie wie eine Einheimische sprach. Der ungarische Dichter Morjokaj sagte: Königin Elisabeths Beherrschung unserer Sprache ist wirklich bemerkenswert. Sie spricht Ungarisch so fließend und authentisch, dass man sie für eine gebürtige Ungarin halten könnte. Ihre Aussprache ist makellos, ohne jeglichen fremden Akzent, und ihre Art zu sprechen spiegelt die unserer Leute wider. Und anders als die oft gekünstelten Töne, die man bei höfischen Damen hört, fließt das Ungarisch ihrer Majestät so natürlich wie das einer Frau aus unserem Land. Diese echte Beherrschung unserer Sprache zeigt nicht nur ihre außergewöhnlichen sprachlichen Fähigkeiten, sondern auch ihren tiefen Respekt und ihre Verbindung zu unserer Kultur. Es ist ein Beweis für ihre Hingabe und ihren aufrichtigen Wunsch, ihre ungarischen Untertanen auf einer tiefen Ebene zu verstehen und sich mit ihnen zu verbinden. Elisabeths erster ungarischer Lehrer war ein älterer Professor namens Homok, der ihr Grammatik und flüssiges Lesen beibrachte. Doch das reichte ihr nicht. Sie wollte ein tiefes Verständnis der ungarischen Literatur und engagierte daher Dr. Max Falk, einen zu dieser Zeit in Wien tätigen Journalisten. Seine Lehrmethoden waren weit weniger mühsam als die von Homok. Unter seiner Anleitung begann Elisabeth, die besten Passagen der ungarischen Literatur sowie die Geschichte des Volkes zu lesen. Er ließ sie auch die französische Korrespondenz zwischen Kaiser Joseph II. Von Österreich und Kaiserin Katharina der Großen von Russland, die von Arnard veröffentlicht wurde, übersetzen, eine Aufgabe, die sie sehr genoss. Ihr Lehrer war beeindruckt von ihrem Enthusiasmus und der Genauigkeit, mit der sie ihre Aufgaben erledigte. Eines Morgens, als sie ihm ihre schriftliche Übersetzung überreichte, sagte Elisabeth: Gestern war voller Treffen und der Abend endete mit einem Hofkonzert. Ich war völlig erschöpft und ging direkt ins Bett. Doch gerade als ich mich hinlegte, fiel mir ein, dass ich meine ungarische Übersetzung nicht fertiggestellt hatte. Unbeirrt riss ich eine Seite aus dem Almanach am Bett und erledigte die Aufgabe sofort. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich einen Bleistift benutzt habe. Erst im Mai 1857 unternahm Elisabeth ihren ersten Besuch in Ungarn. Sie wurde mit großer Begeisterung empfangen, und die junge Königin wurde überall, wo sie hinkam, mit freudigen Jubelrufen begrüßt. Der Kaiser und die Kaiserin hatten eine ausgedehnte Ungarnreise geplant, doch ein trauriges Ereignis zwang sie, diese abzubrechen. Zu dieser Zeit hatten sie 2 Kinder, die kleinen Erzherzoginnen Sophie und Gisela. Kurz nachdem sie sich im Königspalast in Ofen niedergelassen hatten, kam die Nachricht, dass die 2-jährige Sophie erkrankt war. Zunächst waren die Berichte der Ärzte beruhigend, doch am 28. Mai, während sie in Debrecen waren, trafen Botschaften ein, die besagten, dass sich ihr Zustand verschlechtert hatte. Die besorgten Eltern eilten zurück nach Budapest, nur um am nächsten Abend zu erfahren, dass ihre älteste Tochter verstorben war. Elisabeth verließ Ungarn unter Tränen.
Ihr erster großer Kummer ereignete sich während ihres ersten Besuchs bei den Magyaren, und vielleicht brachte sie dieser Schmerz den ungarischen Menschen noch näher, einem Volk, das sie zutiefst lieben würde und das sie als Königin verehrte und als Schutzengel respektierte. Kapitel 4 – Der Kampf um die Mutterschaft. Elisabeths Einsatz für ihre Kinder. Nicht nur der Kaiser und seine Familie, sondern die ganze Nation sehnte sich nach einem Thronerben. Als die Kaiserin am 5. Mai 1855 eine Tochter, Sophie Dorothea, zur Welt brachte, war die Enttäuschung deutlich spürbar. Sophie wurde nach der Mutter des Kaisers benannt. Elisabeth, jung und unerfahren, verstand diese Enttäuschung nicht vollständig, spürte sie jedoch an den Reaktionen der Menschen um sie herum. Als im Juli 1856 ihre zweite Tochter, Gisela, geboren wurde, war die Unzufriedenheit noch größer. Gisela heiratete später im Jahr 1873. Prinz Leopold von Bayern, den zweiten Sohn des damaligen Prinzregenten. Elisabeth freute sich auf die Mutterschaft und wünschte sich nichts sehnlicher, als sich um ihre Kinder zu kümmern. Doch selbst das wurde ihr nicht gestattet. Erzherzogin Sophie ließ die kleinen Mädchen fast sofort in einen abgelegenen Teil der Hofburg bringen, und die junge Mutter blieb allein in ihren luxuriösen Gemächern zurück, in denen sie sich stets wie eine Fremde gefühlt hatte. Elisabeth konnte nicht umhin, ihr eigenes Leben mit dem ihrer Mutter zu vergleichen, die in Possenhofen stets damit beschäftigt war, ihre Kinder zu versorgen, während die Kaiserin von Österreich nichts anderes zu tun hatte, als ihre Schönheit zu pflegen und ihre Kleider zur Schau zu stellen. Der Druck, dem Reich einen männlichen Erben zu schenken, war unerbittlich, und Elisabeth war oft darüber verwirrt. In einem Moment der Verletzlichkeit fragte sie ihre Mutter: Wenn ich nie einen Sohn zur Welt bringe, meinst du, Franz könnte darüber nachdenken, meinem Beispiel zu folgen und unsere Ehe zu lösen, wie es Napoleon tat? Der Druck, einen Erben zu gebären, ist überwältigend, und ich fürchte die Folgen, wenn ich in dieser Pflicht versage. Es scheint, als warte das gesamte Reich gespannt auf die Nachricht eines männlichen Nachfolgers. Manchmal frage ich mich, ob mein Wert als Kaiserin nur daran gemessen wird, ob ich einen Sohn zur Welt bringen kann. Herzogin Ludovica antwortete: Denk nicht so, mein Kind. Du weißt doch, dass Franz dich tief liebt. Es gibt 2 Arten von Frauen auf dieser Welt. Solche, die immer ihren Willen bekommen, und solche, die es nie tun. Du scheinst zu den Letzteren zu gehören. Du hast große Fähigkeiten und einen starken Charakter, aber du hast nicht das Talent, dich anzupassen oder in deine Umgebung einzufügen. Du gehörst in eine andere Ära, eine Zeit der Heiligen und Märtyrer. Zieh nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, indem du zu offensichtlich versuchst, die Erste zu sein, und zerbrich nicht dein Herz, indem du glaubst, du seiest die Letzte. Endlich, kurz vor ihrem 21. Geburtstag, erfüllte sich Elisabeths innigster Wunsch. Am 21. August 1858 brachte sie einen Sohn zur Welt. Er war ein schönes, wenn auch etwas zartes Kind, und der überglückliche Vater eilte herbei, um ihm den Orden vom goldenen Vlies in die Wiege zu legen. Am nächsten Morgen wurde die frohe Botschaft in alle Ecken der Welt telegrafiert. Von allen Festungen in Österreich und Ungarn wurden 101 Salutschüsse abgefeuert, und überall ertönte Jubel. Die öffentliche Begeisterung wuchs noch, als der neugeborene Kronprinz den Namen Rudolf erhielt, in Erinnerung an seinen großen Ahnherrn Rudolf von Habsburg. Die Popularität der Kaiserin war augenblicklich wiederhergestellt. Ihre Kritiker verstummten. Ihre Schwiegermutter war zufrieden. Und für eine Weile war auch Elisabeth selbst glücklich. Elisabeth erklärte traurig: Bis jetzt hat mich niemand gebraucht. Nicht einmal mein kleines Mädchen, das man so weit wie möglich von mir fernhält. Aber ich werde nicht zulassen, dass mein Junge mir genommen und Fremden übergeben wird. Er wird mich brauchen,
und wir werden zusammen glücklich sein. Doch erneut täuschte sie sich. Rudolf wurde so bald wie möglich in einen entfernten Teil des Palastes gebracht. Erzherzogin Sophie bestand darauf, dass es nicht angemessen sei, den Erben eines großen Reiches von einer jungen Mutter erziehen zu lassen, die noch immer nicht wisse, wie man sich richtig benehme. Als Elisabeth darum bat, sich um ihr Kind kümmern zu dürfen und betonte, wie viel Trost ihr das bringen würde, erklärte ihre Schwiegermutter empört, es sei lächerlich, von Trost zu sprechen, wenn sie doch alles habe, um glücklich zu sein. Aus Sophies Sicht mag das wahr gewesen sein, doch Elisabeth war anders. Kein Luxus der Welt konnte ihre unerfüllten Hoffnungen oder ihr leeres Herz ersetzen. Die Lage verschlimmerte sich für Elisabeth im Sommer 1857, als der Bruder des Kaisers, Ferdinand Maximilian, Charlotte, die Tochter von König Leopold von Belgien, heiratete. Charlotte war ehrgeizig und stellte sich sofort auf die Seite von Sophie, wodurch sie schnell zu einer Favoritin am Hof wurde. Gleichzeitig nahmen die politischen Spannungen zu. Besonders unter Franz Josefs italienischen Untertanen herrschte Unruhe, doch die Unzufriedenheit breitete sich im gesamten Reich aus. Es war allgemein bekannt, dass Erzherzogin Sophie die eigentliche Macht innehatte und Entscheidungen über Krieg und Frieden traf. Diese Situation führte zu erheblichem Widerstand in diplomatischen Kreisen, und aus allen Gesellschaftsschichten wurde Kritik laut, die diese Regierung der Petticoats anprangerte. Als 1859 der Krieg mit Frankreich und Sardinien ausbrach, ging es weniger darum, die Rechte des Landes zu verteidigen, als vielmehr um den Machterhalt der Jesuiten. Elisabeth erkannte deutlich, dass ihr Mann einen Fehler machte, indem er sich in politischen Angelegenheiten so stark von seiner Mutter beeinflussen ließ, und sie wünschte sich, ihre eigene Einflussnahme geltend machen zu können. Doch sie war machtlos. Niemand fragte sie um Rat, niemand interessierte sich für ihre Meinung, also schwieg sie. Während Franz Josef in Solferino kämpfte und seine Mutter mit ausländischen Höfen kommunizierte, sowie lange Treffen mit Diplomaten und Staatsmännern abhielt, suchte Elisabeth ihren eigenen Weg, um zu helfen. Sie entschied sich, verwundete Soldaten und Offiziere von den italienischen Schlachtfeldern zu besuchen. Wie ein Engel der Barmherzigkeit bewegte sie sich durch die Lazarette, probierte das Essen, das für die Soldaten zubereitet wurde, und verteilte Geld und Zigarren. Ihre sanften Worte des Mitgefühls und der Ermutigung wirkten, weil sie aufrichtig waren, im Gegensatz zu der oft zur Schau gestellten Frömmigkeit jener Zeit. Den religiösen Unterton, den Erzherzogin Sophie all ihren Handlungen hinzufügte, mochte Elisabeth überhaupt nicht, und sie scheute sich nicht, ihre Abneigung gegenüber der Geistlichkeit zu zeigen. Einmal, bei einem Hofball, verfing sich Elisabeths Schleppe in den Füßen des päpstlichen Nuntius, der in der Nähe stand. Wütend zog sie mit solcher Kraft weg, dass der Priester beinahe stürzte. Die Szene sorgte für viel verstecktes Lachen, da jeder wusste, dass die Kaiserin ebenso erfreut gewesen wäre, seinen Einfluss am Hof zu beseitigen, wie sie ihre Schleppe weggezogen hatte. Die Distanz zwischen dem Kaiser und der Kaiserin wuchs stetig. Franz Josefs Pflichten in den Staatsgeschäften, die Ablenkungen des Hoflebens und seine zunehmende Neigung, zu alten Junggesellengewohnheiten zurückzukehren, vergrößerten die Kluft zwischen ihnen. Obwohl er von Natur aus freundlich und liebevoll war, hatte Franz Josef Schwächen, die das ideale Bild zerstörten, das Elisabeth einst von ihm gehabt hatte. Sie war zu stolz, um manipulative Taktiken anzuwenden, um seine Zuneigung zu behalten, und ihre zunehmende Traurigkeit und Zurückhaltung, verbunden mit ihrer Abneigung, an den Festlichkeiten des Hofes teilzunehmen, ließen ihn nur noch distanzierter werden. Er empfand es als stummen Vorwurf. Elisabeth hatte gehofft, in der Liebe Franz Josefs völliges Glück zu finden, und ihre isolierte Position am Hof in einer so feindseligen Atmosphäre hatte sie nur noch stärker an diese Hoffnung klammern lassen. Doch mittlerweile hatte die Realität diese Illusion zerstört.
Obwohl sie nicht das Gefühl hatte, seine Liebe oder ihren Einfluss auf ihn vollständig verloren zu haben, war ihr Vertrauen in ihn erschüttert und ihr Glaube an ihn war verschwunden. Die stolze Tochter der Wittelsbacher konnte es nicht ertragen, bemitleidet zu werden. Sie verbarg ihre Enttäuschung vor der Welt und zog sich immer mehr in sich selbst zurück. Schließlich begann Elisabeths Gesundheit zu leiden. Sie kämpfte gegen ihren sich verschlechternden Zustand an, erkrankte jedoch an Symptomen, die ihre Ärzte ratlos machten. Nach vielen Beratungen kam sie zu dem Schluss, dass ihre Lungen betroffen seien, und empfahlen ihr eine Reise nach Madeira, das damals als bester Ort für ihre Genesung galt. Lange weigerte sie sich, dem Rat zu folgen, stimmte aber schließlich Anfang 1861 zu reisen. Diejenigen, die sie bei ihrer Abreise sahen, zweifelten daran, dass sie je zurückkehren würde, und auch sie selbst hatte kaum Hoffnung auf Genesung. Sie verließ Europa bei nebligem, kaltem Wetter. Eine Woche später, als sie Madeira erreichte, wurde sie von blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und üppiger tropischer Vegetation empfangen. Die Villa, in der sie wohnte, war wunderschön gelegen, mit breiten Veranden, Terrassen mit Blick auf das Meer und Bergen, die sich dahinter erstreckten. In dieser neuen Umgebung besserte sich Elisabeths Gesundheit sofort, und Anfang März war sie in der Lage, tägliche Ausflüge über die Insel zu unternehmen, die nun voller blühender Blumen war. Sie begann sogar, ihre Krankheit als verkappten Segen zu betrachten, da sie ihr eine Flucht aus dem bedrückenden Leben am Hof ermöglichte. Die ruhige Einsamkeit half ihr, Geduld zu lernen und die Kraft zu finden, sich den kommenden Herausforderungen zu stellen. In dieser Zeit dachte sie oft über ihre Kämpfe in Wien nach, die so anders waren als die glücklichen Tage ihrer Kindheit in ihrem friedlichen bayerischen Zuhause. Die Erinnerungen an diese Zeit, zusammen mit den Geschichten und Legenden, die sie von ihrem Vater gehört hatte, kehrten oft und lebhaft in ihr Bewusstsein zurück. Elisabeth stand jeden Morgen früh auf. Sie studierte, übte Musik, schrieb täglich Briefe an ihren Mann und ihre Eltern und machte lange Spaziergänge entlang der Küste. Während ihres Aufenthalts auf der Insel besuchte sie ihre Schwester Helene, die den Fürsten von Thurn und Taxis geheiratet hatte. Schiffe legten dort selten an, und ihr Leben verlief ereignislos. Doch die Natur, die sie immer geliebt hatte, wurde ihr noch wichtiger. Ebenfalls auf Madeira entdeckte Elisabeth eine neue Liebe zur Poesie, und Bücher wurden bald wie Freunde für sie. Während der langen, stillen Abende verlor sie sich in ihren Büchern und fand so einen vorübergehenden Ausweg aus ihren Sorgen und ihrer Einsamkeit. In der Zwischenzeit erwarteten die Menschen in Wien täglich Nachrichten über ihren Tod, doch stattdessen erhielten sie die Mitteilung, dass sich ihr Gesundheitszustand verbessert hatte. Schließlich wurde bekannt gegeben, dass das Klima von Madeira Wunder bewirkt hatte, und nach 4 Monaten durfte sie nach Hause zurückkehren. Auf ihrer Rückreise Mitte Mai geriet sie in einen schweren Sturm. Die Yacht Victoria and Albert. Trotz der Bitten anderer weigerte sich Elisabeth, das Deck zu verlassen, selbst als massive Wellen drohten, sie über Bord zu reißen. Sie ließ sich sogar an den Mast binden, um das unglaubliche Schauspiel sicher genießen zu können. Am 18. Mai wurde sie vor der Küste von Triest vom Kaiser empfangen, der mit einem Kriegsschiff gekommen war, um sie willkommen zu heißen. Begleitet wurde er von einem Geleit aus 5 Dampfschiffen, die Würdenträger, Bürger und Musikbands transportierten. Um 10 Uhr gab ein Schuss vom Schloss die Ankunft der Flottille bekannt, und unter donnernden Salutschüssen von Batterien und Kriegsschiffen liefen der Kaiser und die Kaiserin in den Hafen ein und landeten in der Nähe von Miramar, dem Lustschloss, das für Erzherzog Maximilian erbaut worden war, der später Kaiser von Mexiko wurde. Ein berühmtes Gemälde zeigt die Begegnung zwischen der jungen Erzherzogin Charlotte und Elisabeth auf der großen Marmorterrasse mit Blick auf das Meer. In Baden wurde Elisabeth mit ihrer Schwiegermutter und ihren Kindern wieder vereint,
und 5 Tage später traf das Kaiserpaar in Wien ein. Der Bahnhof war festlich mit Blumen geschmückt, um die Rückkehr zu feiern. In einer offenen Kutsche fuhren sie zum Palast, begleitet von jubelnden Menschenmengen, deren Freude über die Genesung der Kaiserin am nächsten Tag mit Dankgottesdiensten in allen Kirchen der Stadt zum Ausdruck gebracht wurde. Elisabeths Aufenthalt auf Madeira brachte jedoch nicht die dauerhafte Verbesserung, die alle erhofft hatten. Wenige Wochen nach ihrer Rückkehr nach Österreich kehrte ihr Husten zurück. Besorgt, dass ihre Krankheit falsch diagnostiziert worden war, ließen ihre Eltern den Arzt kommen, der sie während ihrer Jugend behandelt hatte. Er stellte fest, dass sie an akuter Verdauungsstörung litt und erneut einen Ortswechsel benötigte. Diesmal wurde die Insel Korfu als Ziel gewählt. Elisabeth kam dort bald darauf sicher an, begleitet von ihrem Arzt. Sie war von der für sie vorbereiteten Villa begeistert, die etwa eine halbe Stunde von der Hauptstadt entfernt lag. Die Villa war von Gärten und weitläufigem Gelände umgeben und das Klima trug noch schneller als auf Madeira zu ihrer Genesung bei. Nicht weit von der Villa entfernt lag der Berg Eija Kyriahi mit einer kleinen Kirche auf seinem Gipfel, umgeben von Zypressen. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang bestieg Elisabeth diesen Ort, und in den folgenden Jahren, wann immer sie nach Korfu zurückkehrte, besuchte sie ihn stets. Nach 2 Monaten auf Korfu war Elisabeths Gesundheit vollständig wiederhergestellt, und gegen Ende Oktober reiste sie nach Venedig, wo sie den Winter über ihren Hof hielt. Ihre Rückkehr nach Wien im folgenden August, nach einem Aufenthalt in Tirol, wurde mit fast so viel Begeisterung wie an ihrem Hochzeitstag gefeiert. Überall drückten die Menschen ihre Sympathie und Hingabe aus. Doch ihr Aufenthalt in Wien war nur von kurzer Dauer. Nach wenigen Wochen verließ Elisabeth die Hauptstadt unerwartet, ohne jemandem ihre Pläne mitzuteilen. Sie suchte Zuflucht in Reisen, um den Problemen und Komplikationen zu entkommen, die sie dort belasteten. Der Kaiser folgte ihr in der Hoffnung auf Versöhnung, doch sie weigerte sich, ihn zu treffen, und schließlich kehrte er müde und niedergeschlagen nach Wien zurück. Mit ihrer Fähigkeit zu lieben und ihrem Stolz muss Elisabeth tief unter den Enttäuschungen in ihrer Ehe gelitten haben, und der anhaltende Druck durch ihre Schwiegermutter, die es bereits geschafft hatte, sie von ihrem Mann und ihren Kindern zu entfremden, trieb sie wahrscheinlich zu diesem Schritt. Monate vergingen, während Elisabeth weiterreiste. Viele Menschen hatten Mitleid mit dem Kaiser, doch trotz dieser Sympathien begannen einige, Elisabeth zu unterstützen. Als Erzherzogin Sophie Elisabeth scharf kritisierte, waren viele der Meinung, dass Elisabeth niemals gegangen wäre, wenn nicht Madame Mère gewesen wäre. Die Entfremdung dauerte mehrere Jahre an. Schließlich, auf Drängen des Hofes und ihrer eigenen Familie, stimmte Elisabeth zu, 1- oder 2-mal im Jahr nach Wien zurückzukehren, um ihre staatsbürgerlichen Pflichten zu erfüllen. Doch sie blieb nie länger als nötig. Die Freuden des Reisens waren ihr zu kostbar geworden und die Einschränkungen des Hoflebens zu bedrückend. Franz Josef wurde zunehmend unglücklich über die Situation. Die Gesundheit des Kronprinzen bereitete Sorgen, und man drängte den Kaiser, sich mit Elisabeth zu versöhnen. Ihre Mutter, Herzogin Ludovica, deren Meinung Elisabeth sehr respektierte, sprach mit ihr und überzeugte sie schließlich, dass es ihre Pflicht sei, zu ihren Kindern zurückzukehren. Zeit und Einsamkeit hatten Elisabeths Bitterkeit gemildert, und sowohl sie als auch der Kaiser verspürten den Wunsch nach einer Versöhnung. Äußere Ereignisse spielten ebenfalls eine Rolle dabei, sie einander wieder näher zu bringen. Österreich war vom Unglück getroffen. Der Krieg von 1866 hatte die Habsburger aus Italien und Deutschland verdrängt. Mitfühlend wandte sich Elisabeth wieder ihrem Zuhause zu, im Bewusstsein, dass ihr Platz beim Kaiser und seinem Volk war. Obwohl sie noch jung war, hatten die Strapazen sie gezeichnet, und sie kehrte als starke, selbstbewusste Frau zurück. Das Hofleben bedeutete ihr wenig, doch sie widmete sich mit Hingabe und Selbstlosigkeit der Arbeit in Krankenhäusern.
wo sie verwundete Soldaten pflegte. Ihre Bemühungen brachten ihr die Bewunderung aller ein. Tag für Tag besuchte sie die Krankenbetten der Verwundeten, sprach mit jedem Soldaten in seiner Sprache und bemühte sich, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Ein Soldat namens Joseph Fehr weigerte sich, seinen Arm amputieren zu lassen. Doch Elisabeth bat ihn so eindringlich, dass er schließlich zustimmte. Sie schrieb sogar seiner Mutter und versprach, dass ihr Sohn im Schloss Laxenburg aufgenommen und versorgt werden würde. Ein anderes Mal fand sie einen Soldaten, dessen Kopf so schwer verletzt war, dass die Ärzte keine Hoffnung auf Rettung hatten. Sie setzte sich zu ihm und fragte, ob er letzte Wünsche habe, die sie erfüllen könnte. Mit zitternder Stimme antwortete er: Jetzt, da ich die Ehre hatte, die Kaiserin an meinem Sterbebett zu sehen, habe ich keine anderen Wünsche mehr. Ich sterbe glücklich. Als Elisabeth einen Raum betrat, bemühten sich selbst die schwächsten Soldaten, sich zu erheben, um sie zu grüßen. Sie streckten die Hände aus, in der Hoffnung, sie zu berühren, während sie vorbeiging. In ihrem Gefolge erklang immer ein leises Murmeln: Gott segne unsere Elisabeth. Kapitel 5 – Das Herz der Königin von Ungarn. Erneut brachten die Pläne von Erzherzogin Sophie für die Habsburger Familie katastrophale Folgen mit sich. Franz Josef erkannte schließlich, dass ihr Einfluss ebenso schädlich für das Land gewesen war wie für sein persönliches Glück. In diesen bitteren Tagen der Niederlage und Demütigung begann er Elisabeths wahren Wert zu schätzen. Sie wurde zu seiner echten Gefährtin, und in den späteren Jahren ihres Lebens suchte er oft ihren Rat in Staatsangelegenheiten. Elisabeth hätte großen politischen Einfluss haben können, wenn sie es gewollt hätte. Doch der einzige Bereich der Regierung, der sie wirklich interessierte, war Ungarn. Sie fühlte stets eine tiefe Verbindung zum Wohlergehen Ungarns. Nach Österreichs Verlusten im Jahr 1866 sagte Elisabeth einmal zu Graf Julius Andrassy: Die gegenwärtige Lage in Italien erfüllt mich mit tiefer Traurigkeit, wenn ich die unglückliche Entwicklung dort sehe. Doch ich muss gestehen, dass mein Herz noch weitaus stärker mit dem Schicksal Ungarns verbunden ist. Sollte Ungarn ein Unglück widerfahren, fürchte ich, dass es mich nicht nur traurig machen, sondern vollkommen zerstören würde. Das Wohlergehen Ungarns ist so eng mit meinem eigenen verknüpft, dass jeder Schaden an diesem geliebten Land das Innerste meines Wesens treffen würde. Eines Sommers, während eines Besuchs in einem Kurort, bestieg Elisabeth einen nahegelegenen Berg, auf dessen Gipfel eine kleine Hütte errichtet worden war. Drinnen fand ihre Begleiterin ein Gästebuch auf dem Tisch und schrieb: Elisabeth, Kaiserin von Österreich. Elisabeth zog ihre Handschuhe aus, nahm den Stift und fügte auf Ungarisch hinzu: Elisabeth, Königin von Ungarn. Diese enge Bindung an Ungarn wurde während des Krieges von 1866 von entscheidender Bedeutung, als die Preußen drohten, auf Wien vorzurücken. Es wurde beschlossen, dass Elisabeth und der junge Kronprinz nach Budapest ziehen sollten, wo sie mit einer Begeisterung empfangen wurde, die an Maria Theresias berühmte Aufnahme erinnerte. Es besteht kein Zweifel, dass die Hingabe der Ungarn an Elisabeth eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn spielte. Die besondere Zuneigung des Volkes zu ihr zeigte sich auch in ihrem Wunsch, dass sie gemeinsam mit dem König gekrönt werden sollte, etwas, das in der ungarischen Geschichte zuvor nie geschehen war. Erst am 8. Juni 1867 fand die Krönung statt. Früher war die alte Stadt Pressburg der Ort solcher Ereignisse, doch diesmal wurden die Feierlichkeiten in Ofen und Pest abgehalten, dem heutigen Budapest, das 1848 zur Hauptstadt erklärt worden war. Budapest gehört zu den schönsten Städten Europas. Auf einem fast senkrechten Felsen steht das königliche Schloss, ein imposantes Bauwerk mit großer Geschichte, umgeben von der Stadt Ofen. Links davon
liegt Pest, eine moderne flache Stadt, hinter der sich weite Ebenen erstrecken. Beide Städte waren festlich geschmückt, um die Herrscher zu begrüßen. Wohin das Auge reichte, war ein Meer aus wehenden Fahnen und Bannern zu sehen, und auf der Spitze des Rathausturms leuchtete eine riesige Krone des heiligen Stephan. Am Abend vor der Krönung besuchten Franz Josef und Elisabeth die Kathedrale, die für diesen Anlass prächtig geschmückt war. Überall wurden sie mit großer Begeisterung empfangen. Als sie die Kathedrale gerade verlassen wollten, stürzte ein alter Mann von einer Leiter, die er bestiegen hatte, um einen besseren Blick auf die gute Königin von Ungarn zu erhaschen. Elisabeth sah den Sturz und eilte sofort, um ihm zu helfen. Eine Geste, die zu erneuten Jubelrufen führte, als die Menschenmenge draußen davon erfuhr. Die Stadt war gefüllt mit Ungarn aus dem gesamten Königreich, und 60.000 Soldaten säumten die Straßen vom Bahnhof bis zum königlichen Schloss, eine Strecke von 6 Kilometern. Es war ein atemberaubender Anblick, als der Prozessionszug langsam vom Schloss hinabfuhr und die Brücke überquerte. Franz Josef wirkte stattlich und würdevoll in seiner Krone und den Krönungsroben, doch Elisabeth stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Seiten ihrer Kutsche bestanden aus Glas, sodass sie von allen Richtungen aus zu sehen war. Die Kutsche war mit einer großen Krone geschmückt und wurde von 6 prächtigen weißen Pferden gezogen, deren Mähnen und Schweife mit Gold durchflochten waren. Zu dieser Zeit befand sich Elisabeth auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit, war noch keine 30 Jahre alt und galt als die schönste Prinzessin der Welt. Auf ihrem Weg zur Kathedrale erklangen ohrenbetäubende Elchenrufe, Kanonenschüsse hallten durch die Luft und junge Mädchen in weißen Kleidern streuten Rosen auf ihren Weg. Direkt hinter der Königin folgte eine Eskorte von 200 jungen Adligen zu Pferd, gekleidet in die prächtige Tracht der ungarischen Aristokratie, geschmückt mit Gold und Edelsteinen. Ihre Zügel und Steigbügel waren ebenfalls reich verziert und über ihren linken Schultern trugen sie Leopardenfelle. Der König und sein Gefolge hatten bereits ihre Plätze in der Kathedrale eingenommen, als die Königin eintrat. Sie trug ein Kleid aus weißem Brokatsatin und ein schwarzes Samtmieder, das mit Diamanten besetzt war. Ihr Krönungsornat bestand aus schwarzem Samt, gefüttert mit weißem Satin. Um ihren Hals lag eine ungarische Diamantkette und auf ihrem Kopf trug sie die Habsburger Krone, die ursprünglich für Maria Theresia gefertigt worden war. Diese bestand vollständig aus Perlen und Diamanten und hatte einen Wert von 3 Millionen Gulden. Während der König gekrönt wurde, saß Elisabeth mit gefalteten Händen im Gebet. Anschließend durchlief sie ihren Teil der Zeremonie. Als sie zu ihrem Thron neben dem Kaiser zurückkehrte und Zepter und Reichsapfel hielt, stimmte die gesamte Versammlung in ein kraftvolles Te Deum ein, das durch die gewölbte Decke der alten Kathedrale hallte. Die Krönungszeremonien und der Enthusiasmus, den sie überall erlebte, hinterließen einen so starken Eindruck bei Elisabeth, dass sie später nie ohne Emotionen davon sprechen konnte. Sie betrachtete es stets als einen der glücklichsten Momente ihres Lebens. Die Jahre nach Elisabeths Krönung in Ungarn waren zweifellos einige der glücklichsten ihres Lebens. Sie widmete sich der Erziehung ihrer Kinder, teilte die Verantwortung und Sorgen ihres Mannes und kehrte mit einem erneuerten Sinn für Pflicht und Würde an den Hof zurück, was ihre Kritiker verstummen ließ. Auch die Verhältnisse am Hof hatten sich geändert. Erzherzogin Sophie hatte ihren dominierenden Einfluss verloren. Sie war erschüttert über den Tod ihres zweiten Sohnes Maximilian in Mexiko. Er hatte den Thron dort widerwillig angenommen, war jedoch 1867 gefangen genommen und hingerichtet worden. Seine Frau, deren Ehrgeiz teilweise zu diesen tragischen Ereignissen geführt hatte, verfiel hoffnungslos dem Wahnsinn, und Elisabeth übernahm die Aufgabe, die trauernde Familie zu trösten. Im folgenden Jahr, am 22. April 1868, brachte Elisabeth im königlichen Schloss in Ofen eine weitere Tochter zur Welt.
Es war das erste Mal seit einem Jahrhundert, dass ein Kind der königlichen Familie in Ungarn geboren wurde, und die Begeisterung des ungarischen Volkes kannte keine Grenzen. Die Straßen waren die ganze Nacht über voller Menschen, die Eljenrufe für den König, die Königin und die neugeborene Prinzessin ausstießen. Das Baby, Erzherzogin Marie Valerie, wurde Elisabeths Lieblingskind. Ihre beiden älteren Kinder waren ihr so lange ferngehalten worden, dass sie zunächst distanziert waren. Es bedurfte viel Geduld und Hingabe, bis Elisabeth sich ihre Zuneigung und ihr Vertrauen erarbeitet hatte. Der Kronprinz Rudolf, der damals 10 Jahre alt war ein sehr charmantes Kind und bereits bei vielen Menschen beliebt. Doch der Einfluss seiner Großmutter hatte bei ihm eine Mischung aus Stolz und Eitelkeit hervorgebracht, die Elisabeth tief beunruhigte, und sie bemühte sich sehr, dies zu korrigieren. Zum Glück war Rudolf gutherzig und leicht beeinflussbar, und es gelang ihr schließlich, einen Großteil des Schadens rückgängig zu machen, den das übermäßige Lob und die Schmeicheleien angerichtet hatten, die er erhalten hatte. Elisabeth war entschlossen, Valerie anders zu erziehen. Von dem Moment an, als Valerie ein Baby war, widmete sich Elisabeth vollständig ihrer Erziehung und ihrem Aufwachsen. Valerie war zart, und Elisabeth umsorgte sie mit einer Hingabe, die fast wie ein Versuch wirkte, das wieder gut zu machen, was sie ihren anderen Kindern nicht hatte geben können. Auch bei der Erziehung ihrer älteren Kinder war Elisabeth, wann immer möglich, aktiv eingebunden. Sie erinnerte die Lehrer oft daran, dass sie nicht wollte, dass ihre Kinder verwöhnt würden. Sie brachte ihren Töchtern das Tanzen bei, und der erste Tanz, den Valerie lernte, war der ungarische Csárdas. Elisabeth versuchte in ihnen ihre Liebe zu Ungarn zu wecken und ermutigte ihre Lehrer und Gouvernanten, sie so wenig deutsch wie möglich zu machen. Weihnachten war die glücklichste Zeit des Jahres für die kaiserliche Familie, und da der Heiligabend auch Elisabeths Geburtstag war, wurde er als doppelter Feiertag gefeiert. Es gab immer 2 Weihnachtsbäume, wobei Elisabeth den kleineren selbst für die Kinder schmückte. Sie verbrachte Tage damit, besondere Geschenke für sie, den Kaiser und andere Hofmitglieder auszuwählen, immer mit dem Ziel, die Vorlieben jedes Einzelnen zu treffen. Eines Tages, kurz vor Weihnachten, fragte Marie Valerie ihre Mutter, ob ihre Geschenke an arme Kinder gegeben werden könnten. Elisabeth war tief berührt von der Güte ihrer Tochter und stimmte zu. Von da an gab es immer einen weiteren Baum, der mit Geschenken für Bedürftige gefüllt war. Elisabeth liebte Blumen. Während ihrer Spaziergänge sammelte sie riesige Sträuße, und beim Reiten sprang sie oft vom Pferd, um Wildblumen zu pflücken und an ihrem Sattel zu befestigen. Ihre Zimmer waren immer mit Blumen gefüllt, und wenn ihr eine Blüte besonders gefiel, brachte sie nachts mit in ihr Schlafzimmer. Marie Valerie, die Mutzerl genannt wurde, erbte die Liebe ihrer Mutter zu Blumen und legte bereits als kleines Kind an jedem Ort, an dem der Hof verweilte, ihre kleinen Gärten an. Sie war die ständige Begleiterin ihrer Mutter, und zwischen ihnen bestand eine enge Bindung von Liebe und Hingabe. Elisabeth sagte einmal: Valerie ist mehr als nur meine Tochter. Sie ist meine Vertraute, meine engste Begleiterin und eine Quelle unermesslicher Freude. Unsere Bindung geht über die typische Mutter-Tochter-Beziehung hinaus und entwickelt sich zu einer Freundschaft, die uns beide stärkt. In ihr finde ich nicht nur die Liebe eines Kindes, sondern auch das Verständnis einer wahren Freundin, was unsere Verbindung umso wertvoller und einzigartiger macht. Marie Valerie war bekannt für ihre Einfachheit, Bescheidenheit und Güte sowie ihre Anmut. Elisabeth glaubte fest an den Wert körperlicher Betätigung und sorgte dafür, dass ihre Tochter reiten, fechten und schießen lernte. Doch Valerie teilte nicht die Leidenschaft ihrer Mutter für lange Spaziergänge und Ausritte. Stattdessen erbte sie die Liebe der Wittelsbacher zur Kunst und Literatur, war leidenschaftlich an Poesie interessiert und schrieb schon als Kind Gedichte von beachtlichem Wert.
Da Elisabeths mangelnde Bildung ihr in den frühen Jahren ihrer Ehe peinlich gewesen war, legte sie besonderen Wert auf Valeries Ausbildung. Sie sorgte dafür, dass Valerie Latein und Griechisch lernte, ebenso wie mehrere moderne Sprachen. Oft nahm Elisabeth selbst an den Studien teil, arbeitete sich durch schwierige Passagen der griechischen Schrift oder memorierte gemeinsam schöne Verse. Valerie betrachtete ihre Mutter als ihre wertvollste Kritikerin und zeigte ihr immer die Gedichte, die sie schrieb und die mehrere Bände füllten. Sie schätzte das Feedback ihrer Mutter über alles und empfand ihr Lob als größte Belohnung. Obwohl Valerie beiden Elternteilen zugetan war, wurde sie im Laufe der Zeit fast wie ein zweites Ich ihrer Mutter. Ein Symbol der Versöhnung zwischen Elisabeth und dem Kaiser und eine Quelle des Trostes für die Einsamkeit und die Kämpfe ihrer Mutter. Kurz nach ihrer Hochzeit besuchten der Kaiser und die Kaiserin eine Kunstausstellung in Wien. Franz Josef wollte einige Gemälde kaufen, überließ die Auswahl jedoch vollständig Elisabeth. Einige Tage später kehrte sie mit einer Hofdame zurück und wählte 24 Gemälde aus, allesamt Darstellungen von Pferden. Sowohl in der Hofburg als auch in Schönbrunn galt Elisabeths Hauptinteresse den kaiserlichen Stallungen, wo sie die meiste Zeit ihrer Morgenstunden verbrachte, um verschiedene Pferde auszuprobieren. Während sie alle Arten von Bewegung genoss, war das Reiten ihre größte Leidenschaft und ihr Können und ihr Wagemut als Reiterin waren legendär. Experten sagten, dass sie von keiner anderen Frau im Reiten übertroffen wurde. Sie hatte einen einzigartigen, fast hypnotischen Einfluss auf Pferde, und selbst die wildesten Tiere ließen sie an sich herantreten und sich streicheln. Ihre schlanken Handgelenke waren unglaublich stark, und es gab kein Pferd, das sie nicht reiten konnte, wenn sie es sich vorgenommen hatte. Furcht und Müdigkeit waren ihr fremd, und sie überraschte den Direktor der Wiener Reitschule oft, indem sie um die wildesten Pferde bat, um sie auszuprobieren. Eines Tages äußerte ein Kavallerieoffizier gegenüber dem Kaiser seine Verwunderung darüber, dass die Kaiserin von Österreich so viel Zeit in den Stallungen verbrachte und mit Jockeys und Zirkusreitern Umgang hatte. Franz Josef antwortete freundlich: »Ach, mein junger und unerfahrener Freund, es scheint, Sie haben noch viel über Frauen zu lernen, insbesondere über solche wie Elisabeth, die von Gott mit größter Sorgfalt geschaffen wurden. Wenn Sie einer Frau begegnen, die dazu bestimmt ist, Kaiserin zu sein, werden Sie erkennen, dass sie keinen Rat benötigt, was sie tun soll. Jede Frau sollte die Königin ihres Mannes sein, doch eine Frau, die bereits Königin ist, wird zur Herrscherin ihres Gatten, selbst wenn er einer der mächtigsten Männer der Erde ist.« Elisabeth war auf dem Pferd in ihrem Element. Ihr Reitoutfit, das ihr perfekt passte, war meist dunkelblau und mit Pelz besetzt. Sie trug einen flachen, runden Hut und schwere Reithandschuhe, verzichtete aber auf Blumen, Schleifen oder andere Verzierungen, abgesehen von einem schwarzen Fächer, den sie in der Hand hielt oder an ihrem Sattel befestigte. Viele dachten, sie nutze den Fächer, um ihre Haut vor der Sonne zu schützen, doch ihre Freunde wussten, dass sie sich damit vor Fotografen abschirmte, die ihr stets auf den Fersen waren. Elisabeth sagte einmal: Ich hasse es, fotografiert zu werden. Jedes Mal, wenn ich fotografiert wurde, ist mir etwas Schreckliches passiert. Elisabeth kümmerte sich gerne persönlich um ihre Pferde. Jeden Morgen besuchte sie, brachte Zucker und Karotten in ihren Taschen mit und ging manchmal sogar in ihre Ställe, um sie zu streicheln oder zu striegeln. In Schönbrunn hatte sie ein Zimmer, dessen Wände vollständig mit Bildern von Pferden bedeckt waren. Einmal sagte sie zu ihrem Griechischlehrer, während sie ihm das Zimmer zeigte: Das hier sind alles Freunde, die ich verloren habe. Viele von ihnen sind für mich gestorben, was ich von keinem Menschen behaupten kann. Die Menschen würden mich viel lieber tot sehen. Am glücklichsten war Elisabeth im Sattel, wenn sie durch die Wälder Österreichs oder über die weiten ungarischen Ebenen jagte. Diese langen Ausritte hatten jedoch auch einen anderen Zweck.
Auf beiden Seiten ihrer Familie gab es Verwandte, die von den psychischen Schwierigkeiten der Wittelsbacher betroffen waren. Je älter Elisabeth wurde, desto mehr sorgte sie sich, dass sie selbst davon betroffen sein könnte. Um diese dunklen Gedanken zu vertreiben, ritt sie stundenlang, unbeeinflusst von Wetter oder körperlicher Erschöpfung, oft bis sie völlig durchnässt war. Erst wenn sie merkte, dass ihr Pferd unter ihr müde wurde, ließ sie das Tempo nach. Nach der Krönung schenkten die Ungarn Elisabeth das Schloss Gödöllő, das tief im Wald unweit von Budapest lag. Viele Jahre lang wurde es ihre Lieblingsresidenz. In Gödöllő genoss sie friedliche Abgeschiedenheit, nur unterbrochen von der sanften Musik der Zigeunergeiger. Hier war sie ihre eigene Herrin und lebte lange, unbeschwerte Tage. Sie wachte gewöhnlich um 4 Uhr morgens auf, ritt von 5 bis 11 und frühstückte erst danach. Die Umgebung war ideal zum Reiten und sie kannte jeden Waldweg in der Gegend. Oft machte sie Halt bei den Lagern der Tschikos, der nomadischen Viehhirten der ungarischen Ebene, um mit ihnen zu plaudern und ihnen Tabak zu schenken. Sie wurde stets herzlich willkommen geheißen. Doch es gab auch fröhliche und lebhafte Zeiten in Gödöllő, besonders wenn ihr Mann und ihre Kinder da waren und das Schloss voller Gäste war. Ihre Hirschjagden waren berühmt und die Wände des Schlosses waren mit Trophäen ihrer Jagden geschmückt. Einmal sagte Elisabeth zu einer Freundin: Es gibt einen Baum in Gödöllő, der einer meiner besten Freunde ist. Er kennt all meine tiefsten Gedanken. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, erzähle ich ihm alles, was mir seit unserem letzten Treffen passiert ist. Egal wo sie sich befand, sehnte sich Elisabeth immer nach Ungarn, wo sie sich am meisten zu Hause fühlte. Am glücklichsten war sie unter den romantischen und leidenschaftlichen Ungarn, die sie abgöttisch verehrten. Elisabeth trug die traditionelle Tracht des Landes und nutzte jede Gelegenheit, um unter ihnen zu sein. Ihr Mut, ihre Freundlichkeit und ihre Großzügigkeit machten sie bei allen beliebt. Oft ging sie in die ärmsten und gefährlichsten Viertel von Budapest, um denen zu helfen, die litten und in Not waren, ohne dabei an ihre eigene Sicherheit zu denken. Viele der Menschen, denen sie half, wussten nicht, wer sie war, aber sie empfingen sie als Engel der Barmherzigkeit, und sie konnte unversehrt dorthin gehen, wo selbst die Polizei zögerte. Eines Abends ritt Elisabeth mit einer Begleiterin am Stadtrand von Budapest, als sie die durchdringenden Schreie einer Frau aus einer kleinen Hütte hörten, die etwas abseits der Straße lag. Die Schreie klangen eindeutig nach großer Not. Ohne zu zögern sprangen sie von ihren Pferden, eilten zur Tür und stürmten hinein. Drinnen fanden sie einen niedrigen, schmutzigen Raum, in dem ein großer, grobschlächtiger Mann eine Frau an ihren langen, offenen Haaren über den Boden schleifte und sie dabei mit Tritten traktierte. Ohne zu zögern schlug Elisabeth dem Mann mit ihrer schweren Reitgerte ins Gesicht. Der Schlag überraschte ihn so sehr, dass er die Frau losließ und Elisabeth schockiert anstarrte. Doch Elisabeth war noch überraschter, als die Frau, anstatt ihr zu danken, wie ein wildes Tier auf Elisabeth losging und sie beschimpfte, weil sie es gewagt hatte, sich in die Angelegenheiten ihres Mannes einzumischen. Die Kaiserin konnte nicht anders als zu lachen. Sie zog eine Goldmünze aus ihrer Tasche und reichte sie dem Mann mit den Worten: Schlagen Sie sie ruhig so viel, wie sie es will. Sie hat es verdient, so loyal zu Ihnen zu sein. Kapitel 6 – Ein Leben in Einsamkeit. Elisabeths Suche nach Frieden. Das Jahr 1873 war ein bedeutsames für Franz Josef und Elisabeth. Am 20. April heiratete ihre älteste Tochter Gisela Prinz Leopold von Bayern in der Augustinerkirche, derselben Kirche, in der Franz Josef und Elisabeth 19 Jahre zuvor geheiratet hatten. Elisabeth führte Gisela zum Altar und später an diesem Nachmittag reiste Gisela mit ihrem Ehemann nach München.
Die Wiener Bevölkerung überschüttete die junge Erzherzogin mit Geschenken, veranstaltete zahlreiche Feierlichkeiten und die Straßen füllten sich mit Menschen, die das Paar verabschieden wollten. Nur wenige Tage später, am 1. Mai, eröffneten Franz Josef und Elisabeth die Weltausstellung in Wien, ein Ereignis, das mit zahlreichen Festlichkeiten begangen wurde und als großer Erfolg galt. Die Ausstellung war eine Quelle des Stolzes für Österreich und präsentierte die Errungenschaften des Landes in Kunst und Industrie. Viele europäische Royals nahmen an der Veranstaltung teil, darunter der betagte Kaiser Wilhelm und seine Frau Augusta, Zar Alexander II. Von Russland, König Viktor Emanuel von Italien und der Schah von Persien, um nur einige zu nennen. Doch Elisabeth interessierte sich wenig für den Umgang mit Royals. Sie sagte einmal: „Titel bedeuten nichts. Sie sind nur Dekorationen, die wir benutzen, um unser wahres Ich zu verbergen." Obwohl ihr die höfischen Zeremonien nicht gefielen, erfüllte sie ihre Rolle mit Anmut und Würde und zog überall Bewunderung auf sich. Einige Jahre vor dem Fall des französischen Kaiserreichs trafen Elisabeth und Franz Josef Napoleon den Dritten und Kaiserin Eugenie in Salzburg. Zu jener Zeit war Eugenie für ihre Schönheit berühmt, doch Elisabeths strahlende Augen, ihr langes Haar und ihr natürlicher Charme hinterließen einen ebenso starken Eindruck. Im Jahr 1873 feierte Österreich das 25-jährige Regierungsjubiläum von Franz Josef. Die Feierlichkeiten gipfelten in einem großen Umzug durch die Straßen Wiens, bei dem der Kaiser, die Kaiserin und der Kronprinz durch jubelnde Menschenmengen und hell erleuchtete Straßen fuhren. Doch selbst bei einem so wichtigen Anlass war offensichtlich, dass Elisabeth öffentliche Auftritte schwer fielen und sie versuchte, Lärm und Aufmerksamkeit so gut es ging zu meiden. Ihr wachsender Wunsch nach Privatsphäre und ihr Unbehagen bei öffentlichen Auftritten machten sie bei den Wienerinnen und Wienern unbeliebt, die sie als kühl und gleichgültig empfanden. Elisabeth war sich dieser Kritik bewusst, was ihre Traurigkeit nur verstärkte. Elisabeth liebte Kinder, ob reich oder arm. Nach der Wiener Weltausstellung nahm sie einen jungen Berberjungen namens Mahmud in ihren Haushalt auf. Er hatte zuvor als Page im ägyptischen Pavillon im Prater gedient, der vom Khediven von Ägypten errichtet und später der Kaiserin übergeben worden war. Mahmud verehrte Elisabeth und sie war unglaublich gütig zu ihm. Als das Wiener Klima seine Lunge belastete und er an einer Lungenentzündung erkrankte, kümmerte sich Elisabeth persönlich um ihn. Mahmud wurde bald der Lieblingsspielgefährte von Erzherzogin Valerie, sehr zum Missfallen des österreichischen Adels. Geduld war keine typische Eigenschaft der Wittelsbacher, und Elisabeth wurde der falschen und grausamen Gerüchte, die in Wien über sie verbreitet wurden, bald überdrüssig. Die Menschen waren empört über ihre Freundlichkeit gegenüber Mahmud, woraufhin sie trotzig ein Foto von Valerie und Mahmud gemeinsam machen ließ und es öffentlich ausstellte. Dieser mutige Schritt verstärkte die Kritik gegen sie nur noch, und einige begannen zu spekulieren, dass Elisabeths Rastlosigkeit und unkonventionelles Verhalten Anzeichen eines drohenden Wahnsinns seien. Ein weiterer Grund für Elisabeths Unbeliebtheit in Wien war ihre mangelnde Sympathie für das österreichische Volk und ihre offensichtliche Vorliebe für Ungarn. Gerüchte verbreiteten sich, sie plane, all ihr österreichisches Eigentum den Ungarn zu überlassen. Doch das entsprach keineswegs der Wahrheit. Elisabeth unterstützte unzählige Wohltätigkeitsorganisationen, sowohl in Österreich als auch in Ungarn, und ignorierte niemals die Bedürftigen. Als Österreich 1978 die Kontrolle über Bosnien und Herzegowina übernahm, fand Elisabeth neue Möglichkeiten zu helfen. Sie kümmerte sich um verwundete Soldaten und unterstützte die Familien der Verstorbenen. Als in Budapest Cholera und Pocken ausbrachen, bestand sie darauf, Franz Josef zur Eröffnung des Nationalrats zu begleiten, da sie der Meinung war,
ihr Platz sei an der Seite ihres Mannes in Zeiten der Gefahr. Im Jahr 1879 feierten Franz Josef und Elisabeth ihre Silberhochzeit. Es war ein bittersüßer Anlass, da sie auf die Herausforderungen und Enttäuschungen ihrer Ehe zurückblickten. Sie baten darum, auf öffentliche Feierlichkeiten zu verzichten, und stattdessen sollten alle dafür gesammelten Gelder wohltätigen Zwecken zugutekommen. In Wien jedoch wurde eine Ausnahme gemacht und eine große Feier für das Kaiserpaar organisiert. Als Teil der Zeremonien des Tages wurde eine Kirche an der Stelle eingeweiht, wo Franz Josef einst einem Attentat durch den Ungarn Libeny entgangen war. Die Stadt war mit Dekorationen geschmückt und Menschenmengen versammelten sich, um das Kaiser- und Kaiserpaar bei ihrer Fahrt zur Kirche und zurück zu bejubeln. Trotz der vielen Schwierigkeiten, die sie gemeinsam durchlebt hatten, erschien Franz Josef noch immer in seiner besten Zeit und Elisabeth, mittlerweile Großmutter, Gisela hatte bereits mehrere Kinder, war noch immer schön und jugendlich. Die Feierlichkeiten dauerten mehrere Tage und endeten am 27. April mit einem aufwendigen historischen Umzug, der von dem berühmten Maler Hans Marquardt organisiert wurde. Der Umzug war prächtig, mit Teilnehmern aus allen Klassen, Institutionen und Regionen des Reiches. Jede Gruppe trug historisch korrekte Kostüme, und die eindrucksvolle Prozession zog die Ringstraße entlang, begrüßt von den begeisterten Rufen der Menge. Sowohl Franz Josef als auch Elisabeth waren sehr stolz auf ihren einzigen Sohn, dessen Charme und gutes Herz ihn bei Menschen aller Gesellschaftsschichten beliebt machten. Er hatte die Ungeduld seiner Mutter gegenüber Einschränkungen und ihre Liebe zur Literatur und Kunst geerbt. Wie seine Mutter war er nicht besonders an Menschen seines sozialen Ranges interessiert. Stattdessen waren seine engsten Freunde Dichter, Künstler und Journalisten, und er pflegte eine enge Beziehung zum berühmten Naturforscher Brehm. Nach österreichischer Tradition erlernte Rudolf ein Handwerk und entschied sich für den Beruf des Druckers. Doch er war auch ein talentierter Schriftsteller und veröffentlichte mehrere bemerkenswerte Bücher. Rudolf vergötterte seine Mutter, und ihre Beziehung war von tiefem Vertrauen und enger Verbundenheit geprägt. Trotz ihrer Liebe zu ihrem Sohn war Elisabeth nicht blind für seine Fehler und erkannte, dass er die jugendliche Lebenslust seines Vaters teilte. Sowohl sie als auch Franz Josef waren sich einig, dass Rudolf früh heiraten sollte, nicht nur, um die Thronfolge zu sichern, sondern auch in der Hoffnung, dass eine Ehe seinen etwas wilden und eigenwilligen Charakter stabilisieren könnte. Während Franz Josef bei der Auswahl einer Frau für ihren Sohn vor allem auf politische Vorteile bedacht war, lag Elisabeth mehr an Rudolfs künftigem Glück. Sie wollte, dass er eine schöne und intelligente Frau heiratete, die nicht nur seine Zuneigung, sondern auch seinen Respekt gewinnen konnte. Zu jener Zeit gab es nur wenige heiratsfähige Prinzessinnen in Europa, und Franz Josefs Wahl stieß bei Elisabeth auf Missfallen. Er entschied sich für Prinzessin Stephanie von Belgien, eine 17-jährige junge Frau, die weder besonders attraktiv noch intelligent war. Elisabeth hegte keinerlei Sympathie für Stephanies Eltern, König Leopold von Belgien und seine Frau, eine österreichische Erzherzogin, die an ihrem Hof einen schlechten Ruf hatte. Elisabeth war entschieden gegen diese Verbindung, doch ihre Schwester, Erzherzogin Elisabeth, die Mutter der Regentin von Spanien und eine bevorzugte Cousine von Franz Josef, nutzte ihren Einfluss, um ihre Nichte zu unterstützen. Elisabeths Einwände wurden schließlich übergangen und Rudolf selbst schien dem Ganzen gegenüber gleichgültig zu sein. Die Hochzeit fand am 10. Mai 1881 statt. Während der Festlichkeiten vor der Hochzeit spielte Elisabeth die Rolle der Brautmutter makellos, obwohl ihre kühle und distanzierte Haltung gegenüber ihrer zukünftigen Schwiegertochter und dem belgischen Königspaar offensichtlich war. Ein Teil der Zeremonien beinhaltete eine Staatsprozession durch die Straßen Wiens. Während des gesamten Ereignisses sprach Elisabeth kaum mit Königin Henriette, die neben ihr saß.
Stattdessen blieb sie aufrecht sitzen, verbeugte sich immer wieder, um den Jubel der Menge zu erwidern, und zeigte dabei eine distanzierte Miene. Doch während der eigentlichen Hochzeitszeremonie brach ihre Fassung und sie begann unkontrolliert zu weinen. Dies war ihr letzter öffentlicher Auftritt in Wien. Stefanie war lebhaft, sorglos und liebte Aufmerksamkeit, Eigenschaften, die sie beim Wiener Volk beliebt machten. Ihre Ankunft am Hof wurde mit Begeisterung aufgenommen, und als sie und Rudolf am 3. September 1883 eine Tochter bekamen, zeugte die öffentliche Freude von ihrer Popularität. Nach Rudolfs Heirat war es unvermeidlich, dass sich seine Beziehung zu seiner Mutter veränderte. Obwohl er ihr weiterhin sein Vertrauen schenkte, erkannte Elisabeth schnell, dass er in seiner Ehe unglücklich war. Traurig über diese Situation und sich am Hofburgpalast mehr denn je fehl am Platz fühlend, begann sie, Wien immer seltener zu besuchen, oft nur für wenige Wochen im Winter. Elisabeth hatte nie eine besondere Vorliebe für die Hofburg oder Schönbrunn, wo der Kaiser die Frühlingsmonate verbrachte, und entschied sich daher, eine private Residenz in der Nähe der Hauptstadt zu errichten. Sie wählte einen Ort im wunderschönen Park von Leins, versteckt vor der Öffentlichkeit durch hohe Steinmauern und eine dichte Hecke, die die Gärten umgab. Die Residenz, die sie Waldesruhe nannte, wurde während der 2-jährigen Bauzeit streng bewacht, und auch nach ihrer Fertigstellung war der Zutritt zum Park oder zu den Gärten nur Familienmitgliedern und Dienern gestattet. Das Gebäude wurde im Renaissance-Stil errichtet, mit einer Fassade, die von Balkonen und Terrassen geschmückt war, die zu Elisabeths Zeiten stets mit Blumen bedeckt waren. Eine breite Marmortreppe, die mit einem roten Samtteppich bedeckt war, führte in den ersten Stock, wo sich die Appartements des Kaisers und der Kaiserin befanden, verbunden durch einen großen Salon oder Empfangssaal. Elisabeths großzügiges Schlafzimmer lag in der Ecke, mit 2 Fenstern nach Osten und 2 hohen Fenstern nach Süden, die zu einem Balkon führten. Das Bett stand in der Mitte des Raumes, mit einem großen Paravent dahinter, der ein Bild der Jungfrau Maria zeigte. In einer Ecke stand außerdem eine Statue der Jungfrau Maria, die einen antiken Rosenkranz hielt. Gegenüber dem Bett befand sich eine exquisite Statue der Niobe, die nachts von grünen Lichtern sanft beleuchtet wurde. Elisabeth genoss es, auf dem Balkon zu frühstücken, der einem Blumengarten glich. Später stellte sie dort eines ihrer Lieblingskunstwerke auf. Eine kleine Nachbildung der Marmorskulptur von Heine, die der dänische Bildhauer Hassel Ries für ihre Villa Achillion auf Korfu geschaffen hatte. Neben ihrem Schlafzimmer befand sich ihr Arbeitszimmer, das ebenfalls Zugang zum Balkon hatte. Das Arbeitszimmer war mit Fotografien ihrer Familie und Freunde gefüllt, ebenso wie mit einer Sammlung von Gipsabdrücken, Skizzen, Bronzen, Souvenirs von ihren Reisen und Porzellanvasen mit Blumen. Über ihrem großen Schreibtisch hing ein Porträt ihres Cousins, König Ludwig II. Von Bayern. Ein Feuer brannte stets auf dem breiten Kamin im Arbeitszimmer, und Elisabeth und Franz Josef saßen abends oft dort, sahen in die Flammen und sprachen über die Ereignisse des Tages. Die Gästeräume und das Appartement der Erzherzogin Marie Valerie befanden sich im Stockwerk darunter, ebenso wie Elisabeths persönlicher Gymnastikraum. Körperliche Bewegung war ihr so wichtig, dass sie dafür in jeder Residenz, die sie bewohnte, einen eigenen Raum einrichtete. Ein weiterer Rückzugsort, den Elisabeth liebte, war Miramar, der Palast von Kaiser Maximilian. Mehrere Jahre nach dessen Tod besuchte sie ihn regelmäßig. Miramar, aus reinem weißen Marmor erbaut, steht auf einem felsigen Vorsprung mit Blick auf das Meer. In der Nähe befindet sich ein Pavillon, in dem Kaiserin Charlotte, die Witwe Maximilians, nach ihrer Rückkehr aus Mexiko lebte, tief erschüttert von ihrem Verlust. Als Elisabeth zur Genesung nach Korfu geschickt wurde, war sie tief beeindruckt von der Schönheit der Insel. Nach mehreren Besuchen beschloss sie, dort eine Villa zu errichten, die ihrem Geschmack entsprach.
In der Nähe des malerischen Dorfes Gasturi ließ sie das Achillaion bauen, eine prachtvolle Villa. Sie steht auf einem Hügel mit Blick auf das Meer, umgeben von Gärten auf weitläufigen Terrassen, die mit Oliven- und Zitronenbäumen bepflanzt sind. Das Haus hat 128 Zimmer, die mit griechischer und pompeianischer Kunst ausgestattet sind, sowie Stallungen für 50 Pferde. Ihre Zimmer waren vom Rest der Villa abgetrennt und hatten einen eigenen Eingang, sodass sie kommen und gehen konnte, wie es ihr beliebte. Elisabeth stand morgens um 5 Uhr auf, nahm ein Bad und machte sich dann auf einen Spaziergang, meist allein mit einem Buch. Ihre Vormittage verbrachte sie mit dem Studium, ihre Nachmittage mit ausgedehnten Wanderungen. Sie kannte jede Straße in der Umgebung, liebte es jedoch besonders, die steilsten und anspruchsvollsten Bergpfade zu erkunden. Die Schönheit und Abgeschiedenheit der Berge schien ihren ruhelosen Geist zu beruhigen. Um 9 Uhr abends zog sie sich zurück und nahm ein weiteres Bad in einer Marmorschale, die sie aus der Villa Borghese in Rom mitgebracht hatte. Unter ihrem Kopfkissen lag stets Heines Buch der Lieder, und an schlaflosen Nächten wanderte sie durch die dunklen Alleen des Achillaion. Im Achillaion wie auch anderswo suchte Elisabeth vor allem eines: Privatsphäre. Eine hohe Mauer aus Marmor und ein Schutz aus Olivenbäumen verbargen die Villa vor neugierigen Blicken. Es war nicht so, dass sie Menschen nicht mochte, vielmehr störte sie das ständige Interesse an ihrer Person. Elisabeth sagte oft: Alles, was ich von den Menschen erbitte, ist, dass sie meine Privatsphäre respektieren und mir erlauben, mein Leben ohne ständige Beobachtung zu führen. Ich sehne mich nach Momenten der Einsamkeit und Ruhe, fernab von den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit. Mein Wunsch nach Frieden ist keine Ablehnung anderer, sondern ein Bedürfnis, mein Selbst zu bewahren und Erholung von den Anforderungen des königlichen Lebens zu finden. Sie war immer freundlich zu den Armen, und die Bauern knieten vor ihr nieder, wenn sie näher kam, und riefen in ihrer melodischen Sprache: »O Königin der Schönheit, möge Gott jeden eurer Schritte segnen.« Die Menschen nahmen in ihrer Gegenwart ehrfurchtsvoll ihre Hüte ab, und Kinder liefen ihr entgegen, die Hände voll mit blühenden Zweigen von Orangen- und Mandelbäumen. Auf dem Hügel oberhalb des Achillaion befand sich ein Kloster, das Elisabeth oft besuchte, um mit den Mönchen zu sprechen. Eines Tages fragte sie einen von ihnen, ob er jemals ins Dorf gehe. Der Mönch antwortete: Wir müssen ins Dorf gehen, um Vorräte zu besorgen. Schließlich sind auch wir Menschen. Unser Körper spürt Kälte und Hunger. Aber darüber hinaus, warum sollten wir dorthin hinuntergehen? Hier oben ist es viel schöner und friedlicher. Elisabeth erwiderte nachdenklich: Das ist in der Tat wahr. Eure Entscheidung, hier zu bleiben, fernab vom Trubel und den Ablenkungen der Welt dort unten, ist zweifellos eine weise. Die Ruhe und Schönheit dieses Ortes bieten eine einzigartige Gelegenheit für Besinnung und inneren Frieden. In vielerlei Hinsicht beneide ich die Einfachheit und den Sinn, den ihr in diesem erhabenen Rückzugsort gefunden habt. Kapitel 7: Elisabeths Reisen von Irland bis Alexandria. Elisabeth bewahrte stets ihre tiefe Liebe zu ihrer bayerischen Heimat und ihrer Familie, trotz all ihrer Sorgen und Entbehrungen. Sie korrespondierte regelmäßig mit ihnen und verbrachte einen Teil jedes Sommers in Possenhofen, wo sie die Orte ihrer Kindheit wieder besuchte. Sie liebte es, sich unter ihre alten Bauernfreunde zu mischen, die sie liebevoll »unsere Kaiserin« nannten, oft vergessend, dass dieser Titel eigentlich der Königin von Preußen gehörte. Herzog Max Joseph und seine Frau mussten im Laufe der Jahre viele Herausforderungen meistern. Ihr ältester Sohn heiratete eine Schauspielerin mit zweifelhaftem Ruf. Die Fürstin von Thurn und Taxis verlor früh ihren Mann und ihr ältestes Kind und musste allein die großen Familiengüter verwalten. Eine andere Tochter, Marie,
wurde mit 17 Jahren Königin, als sie Franz, den König beider Sizilien, heiratete. Doch nur ein Jahr später endete die Herrschaft ihres Mannes durch Garibaldis Eroberung, und sie war eine Königin ohne Königreich. Maries Schwester Mathilde hatte ein ebenso unglückliches Schicksal. Sie heiratete mit 18 Jahren Graf Louis von Trani, einen Mann, dessen Leben von Lastern geprägt war und der schließlich durch eigene Hand starb. Weder Marie noch Mathilde hatten ihre Ehemänner vor den arrangierten Hochzeiten kennengelernt. Die jüngste Schwester, Sophie, Herzogin von Alençon, war bekannt für ihre Schönheit und ähnelte Elisabeth, auch wenn ihre Persönlichkeiten sehr unterschiedlich waren. Sophie wurde als lebhaft und voller Energie beschrieben. Sie verlobte sich mit ihrem Cousin Ludwig, König von Bayern, ein Jahr nachdem er den Thron bestiegen hatte. Er war 20 Jahre alt, äußerst gut aussehend und bis über beide Ohren in Sophie verliebt. Er ließ sogar eine Büste von ihr anfertigen, die er in seinem Wintergarten aufstellte, um ihr Abbild immer in seiner Nähe zu haben. Doch kurz vor der Hochzeit löste Ludwig die Verlobung plötzlich und ohne Vorwarnung oder Erklärung auf, da er sie der Untreue verdächtigte. Sophie war das Ziel einer Intrige geworden, die Ludwig gegen sie aufbrachte. Doch Ludwig tat nichts, um die Situation wieder gut zu machen, was zu einem Riss zwischen seiner Familie und der des Herzogs Max führte, der nie verheilte. Nach der geplatzten Verlobung zog sich Ludwig, der ohnehin zur Isolation neigte, noch stärker aus der Gesellschaft zurück. Er zerschmetterte die Büste Sophies in seinem Zorn und sein Verhalten wurde immer eigenwilliger. Er distanzierte sich von fast allen Menschen und erlaubte nur wenigen engen Vertrauten Zugang zu seinem Leben. Selbst bei Treffen mit seinen Ministern versteckte er sich oft hinter einem Paravent. Die einzige Person, für die er konsequent eine Ausnahme machte, war seine Cousine Elisabeth. Trotz seiner Eigenarten blieb er einer ihrer Lieblingsverwandten, und die Zuneigung war gegenseitig. Ludwig fieberte ihren Sommerbesuchen in Feldafing entgegen, in der Nähe eines seiner Lieblingsorte, der Roseninsel. Die Roseninsel war eine kleine, abgeschiedene Insel, umgeben von dichtem Gestrüpp und hohen Bäumen. In der Antike befand sich dort ein heidnischer Tempel, der später durch eine katholische Kapelle ersetzt wurde. Die Gärten, ursprünglich von König Maximilian angelegt, wurden von Ludwig erweitert und verschönert und beherbergten rund 16.000 Rosensorten. Der Duft dieser Rosen zog über den See hinweg. Die einzigen verbliebenen Gebäude waren die Einsiedelei, eine kleine Villa im italienischen Stil, und das Gärtnerhaus, beide verborgen in den üppigen Gärten. Ludwig verbrachte hier lange glückliche Tage, las seine Lieblingsautoren oder arbeitete im Garten. Auf der Roseninsel trafen er und Elisabeth sich oft, um Gedanken und Gefühle in völliger Abgeschiedenheit zu teilen. Nach all dem, wer kann schon mit Sicherheit sagen, wo die menschliche Vernunft endet und der Wahnsinn beginnt? Die Kaiserin äußerte sich einmal zu Shakespeares Hamlet: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diejenigen, die von der Gesellschaft als wahnsinnig bezeichnet werden, nicht in Wirklichkeit die wahrhaft Erleuchteten unter uns sind. Vielleicht erlaubt ihre einzigartige Perspektive ihnen, Wahrheiten zu erkennen, die uns anderen, gefangen in unseren konventionellen Denkweisen, verborgen bleiben. Es ist ein nachdenklicher Gedanke, der unsere Annahmen über Vernunft und Weisheit in Frage stellt. Doch König Ludwigs exzentrisches Verhalten wurde so extrem, dass er 1886 gezwungen wurde, auf seine Herrschaft zu verzichten. Er wurde auf Schloss Berg am Starnberger See unter die Obhut eines Arztes gestellt. Eines Abends im Juni ging er mit dem Arzt spazieren. Als beide nicht zurückkehrten, begann eine Suchaktion. Schließlich fand man beide Leichen auf dem Grund des Sees. Elisabeth hielt sich zu dieser Zeit in Feldafing auf, und der tragische Tod Ludwigs erschütterte sie zutiefst. Sie eilte zum Schloss und bat darum, mit seinem Leichnam allein gelassen zu werden.
Nach einer Stunde wurden ihre Begleiter unruhig und traten in das Zimmer. Sie fanden Elisabeth bewusstlos auf dem Boden. Es bedurfte großer Anstrengung, sie wieder zu beleben. Als sie schließlich die Augen öffnete, blickte sie wild um sich und rief aus: »Um Gottes Willen, lass den König aus der Totenkapelle! Er ist nicht tot. Er tut nur so, um in Ruhe gelassen zu werden und nicht länger gequält zu werden.« Ludwigs Leichnam wurde nach München überführt, wo er im Trauerzustand aufgebahrt wurde, umgeben von Kränzen und Blumen. Auf seiner Brust lag ein einfacher Jasminzweig, Elisabeths letzter Gruß an ihren geliebten Freund und Cousin. Getrieben von ihrer Liebe zur Natur, ihrer Neugier auf fremde Orte und ihrer rastlosen Seele verbrachte Elisabeth einen Großteil ihrer Zeit reisend, oft inkognito, wie eine gewöhnliche Touristin. Sie liebte es, neue Länder und Völker zu studieren, und die ständige Veränderung sowie die Zeit in der Natur gaben ihrem unruhigen Geist die Ruhe, die sie suchte. Elisabeth sagte einmal: »Man sollte niemals drinnen bleiben, es sei denn, es ist nötig. Unsere Häuser sollten so gestaltet sein, dass sie die Illusionen, die wir mit hineinbringen, nicht zerstören.« Das Meer faszinierte Elisabeth besonders. Stundenlang wanderte sie auf dem Deck ihrer Yacht und wies ihre Begleiter an, weder zu sprechen noch sich ihr zu nähern. Elisabeth sagte: »Das Meer ist mein Heiligtum und mein Lehrer. Es hört still zu, nimmt meine Sorgen in seine weiten Wasser auf. Jede Welle wäscht ein Stück meiner Last fort und schenkt Trost und Weisheit in ihrer Tiefe. Das Meer hat mich Widerstandskraft gelehrt, die Schönheit der Veränderung und dass selbst inmitten eines Sturms Ruhe existiert. Durch seine Rhythmen habe ich gelernt, mich anzupassen, und ich habe tiefe Wahrheiten über das Leben entdeckt.« Ihre Yacht Miramar war mit jedem erdenklichen Komfort ausgestattet, einschließlich eines großen, runden Glaspavillons, der auch bei Regen eine ungestörte Aussicht ermöglichte. Ihr Lieblingsplatz war jedoch das Achterdeck, das vom Rest der Yacht abgetrennt war, um ihr die gewünschte Einsamkeit zu gewährleisten, während sie auf das Meer hinausblickte. Oft reiste sie unter dem Namen Gräfin von Hohenems, einem ihrer weniger bekannten Titel. Elisabeth liebte es, abgelegene, wenig bereiste Orte zu erkunden und zeigte dabei bemerkenswerte Begeisterung und Ausdauer. Von all den Orten, die sie bereiste, liebte sie den Osten am meisten. Zu ihren Lieblingsstädten gehörten Tunis, Algier, Kairo und Alexandria, und sie war die erste europäische Herrscherin, die Troja besuchte. Elisabeth hatte ein außergewöhnliches Talent für Sprachen. Neben ihrer Muttersprache Deutsch und Ungarisch beherrschte sie Französisch, Englisch und Griechisch fließend und hatte solide Kenntnisse in Latein. Italienisch hingegen wollte sie nie lernen und hegte sogar eine starke Abneigung gegen alles, was mit Italien zu tun hatte. Dies war vor allem auf mehrere feindselige Vorfälle zurückzuführen, die sie dort erlebte. Anfang der 1880er Jahre entging sie in Triest nur knapp einem Attentat, als eine Bombe in die Zitadelle geworfen wurde, in der sie sich aufhielt. Ihre Zurückhaltung, in der Öffentlichkeit aufzutreten, führte dazu, dass ihre Gesichtszüge in Österreich wenig bekannt waren, was gelegentlich zu amüsanten Missverständnissen führte. Eines Tages, als sie in Mödling einen Zug bestieg, schickte sie ihren Diener, um den Bahnhofsvorsteher zu bitten, den Zug an einer kleinen Station in der Nähe ihres Palastes in Leins zu halten. Als der Zug abfahrbereit war, rief Elisabeth dem Schaffner zu: »Seien Sie so freundlich, den Herrn im schwarzen Mantel dort zu bitten, sich etwas zu beeilen. Ich glaube, ich würde es vorziehen, ihn auf dieser Reise nicht zurückzulassen.« Der Schaffner rief zurück: »Herr, ich muss Sie auffordern, Ihre Schritte zu beschleunigen. Der Zug wird bald abfahren, und Ihre Frau ist entschlossen, ohne Sie nicht weiterzureisen. Sicherlich möchten Sie Ihre Gemahlin nicht in diesen weiten Landen verlieren, oder?« Der Schaffner hatte die Kaiserin fälschlicherweise für die Ehefrau des Dieners gehalten.
Elisabeth genoss die Anonymität, die ihr Inkognito-Status bot, selbst wenn er gelegentlich zu solchen amüsanten Situationen führte. In ihren jüngeren Jahren reiste sie oft nach Schottland und Irland, wo sie leidenschaftlich gerne jagte. Während eines Besuchs in Irland jagte sie einmal einem Fuchs nach, der über die Mauer des Maynooth College sprang und dabei einen Übungshof überquerte, auf dem Studenten spazieren gingen. Augenblicke später waren sie verblüfft, als mehrere Jagdhunde und eine Reiterin auf einem prächtigen Pferd ebenfalls über die Mauer sprangen. Elisabeth, durchnässt von einer Durchquerung eines Teiches während der Jagd, erlegte den Fuchs und bat anschließend darum, den Leiter des Colleges zu sprechen. Sie gab ihre Identität preis und bat um ein Zimmer zum Umziehen. Da es in einem Seminar für junge Priester keine Frauenkleidung gab, musste sie eine Soutane eines Professors leihen. Während ihre Kleidung trocknete, lud sie die Professoren zum Tee ein und bezauberte sie mit ihrem freundlichen Wesen und humorvollen Erzählungen über die Abenteuer des Tages. Während eines Aufenthalts in Amsterdam, um sich von einem Spezialisten für Nervenleiden behandeln zu lassen, betrat Elisabeth einmal ein Spielwarengeschäft, um eine Puppe zu kaufen. Elisabeth bemerkte zu ihrer Begleiterin: Ich bin mir sicher, dass meine Enkelin diese bezaubernde Puppe lieben wird. Es ist genau die Art von Spielzeug, die die Fantasie eines Kindes beflügelt und Freude in ihre Spielstunden bringt. Die Verarbeitung ist außergewöhnlich, und ich kann mir schon vorstellen, wie ihr Gesicht vor Freude strahlen wird, wenn sie erhält. Der Ladenbesitzer, der es kaum glauben konnte, dass diese jugendlich aussehende Frau eine Großmutter sein könnte, äußerte seine Verwunderung. Elisabeth antwortete heiter: Oh ja, ich habe 4 Enkelkinder. Tatsächlich werde ich bald zurückkommen, um Spielsachen für die anderen 3 zu kaufen. Sie können sie dann an meine Tochter, Prinzessin Gisela in München, senden. Der Ladenbesitzer war schockiert und entschuldigte sich schnell für seinen Unglauben. Elisabeth beruhigte ihn. Bitte machen Sie sich keine Sorgen, mein Herr. Sie waren keineswegs unhöflich. Im Gegenteil, ich nehme Ihre Worte als Kompliment. Eine junge Mutter zu sein, hat viele Vorteile. Und es bringt auch das einzigartige Privileg mit sich, früh Großmutter zu werden. Es erfüllt mich mit Freude, Zeit mit meinen Enkelkindern zu verbringen und sie zu unterstützen. Außerdem empfinde ich einen gewissen stillen Stolz, wenn Menschen überrascht sind, von meinem Status als Großmutter zu hören. In Amsterdam wurde Elisabeth oft als exzentrisch angesehen, da sie häufig mit einem Fächer vor ihrem Gesicht umherging. Einmal rannte ein Junge zu ihr, riss ihr den Fächer weg und rief: »Lass mich dein Gesicht sehen.« Trotz solcher unangenehmen Begegnungen bestand sie darauf, anonym zu bleiben und war verärgert, wenn ihre Wünsche nicht respektiert wurden. In einem spanischen Hotel, wo sie sich als Frau Vollner von Korfu registriert hatte, sprach sie ein Mitarbeiter versehentlich mit »Eure Hoheit« an. Sie korrigierte ihn sofort und sagte: »In meinen Räumen gibt es keine Hoheiten.« Elisabeth unternahm oft spontane Reisen, ohne jemandem mitzuteilen, wohin es ging. Ihr Griechischlehrer Professor Roussopoulos erzählte eine Geschichte, wie er in Wiesbaden plötzlich gebeten wurde, Elisabeth und ihre Tochter Marie Valerie auf eine Reise zu begleiten. Erst am Bahnhof erfuhr er das Ziel: Frankfurt, um Thorvaldsens Reliefs und Daneckers Ariadne in der Rothschild-Sammlung zu besichtigen. Sie hatten ein Mittagessen im Restaurant des Bahnhofs arrangiert, und Elisabeth schien begeistert, mit ihrer Tochter durch die Gegend zu schlendern, Menschen zu beobachten und die geschäftige Atmosphäre zu genießen. Sie war hocherfreut, dass niemand sie erkannte, und aß glücklich den ersten Gang ihres Essens. Doch als der zweite Gang auf goldenen Tellern mit zusätzlichen Dienern serviert wurde, was ihre Identität verriet, änderte sich ihre Laune. Sie beendete das Essen schnell und verließ eilig das Lokal. Als Elisabeth eines Tages mit Professor Roussopoulos in einer norddeutschen Stadt spazieren ging, bemerkte sie plötzlich eine Frau, die sie von der anderen Straßenseite aus anstarrte.
Elisabeth fragte: Professor, was glauben Sie, welches Anliegen die Frau dort drüben haben könnte, die uns so eindringlich beobachtet? Hat sie mich vielleicht erkannt? Es entmutigt mich, hier erkannt zu werden. Bin ich denn nicht ausreichend ausgestattet, um in einer Stadt frei umherzuwandeln, in der mich niemand kennt? Der Professor antwortete: Eure Majestät, um ehrlich zu sein, kann ich nur vermuten, warum diese Frau Sie so intensiv beobachtet. Ein solch konzentrierter Blick könnte entweder aus einer Beeinträchtigung herrühren oder daraus, dass sie euch erkannt hat. Es sollte kaum überraschen, wenn man euch in jeder Ecke Europas wiedererkennt. Als die wohl angesehenste Kaiserin der Welt müsst ihr damit rechnen, Aufmerksamkeit zu erregen, die eure Erwartungen übertrifft. Noch bevor er fertig sprechen konnte, eilte Elisabeth über die Straße und schloss die Frau in die Arme. Es stellte sich heraus, dass es ihre Schwester, die Gräfin von Trani, war, die Elisabeths Leidenschaft fürs Reisen teilte. Wohin Elisabeth auch ging, sie war stets im Konflikt mit den Polizisten, die zu ihrem Schutz abgestellt waren. Sie fand oft kreative Wege, sie zu umgehen, was ihre Arbeit erheblich erschwerte. Einmal, als sie sich mit dem Kaiser in Menton aufhielt, ließ sie den Polizeichef rufen und beschwerte sich darüber, ständig von Detektiven verfolgt zu werden. Sie sagte ihm, dass es sie störe, und sie wollte, dass es aufhörte. Der Beamte antwortete, er erfülle nur seine Pflicht, und wenn es sie belästige, habe er keine andere Wahl, als zurückzutreten. Elisabeth entgegnete: Nein, nein. Bleiben Sie in Menton und beschützen Sie meinen Mann. Sein Leben ist wichtig für das Volk. Was mich betrifft, bin ich nur eine Fremde, nicht wichtig genug, um Aufmerksamkeit zu verdienen. In Monza stöberte ein englischer Journalist in Büchern vor einem Antiquariat, als der Ladenbesitzer ihn aufforderte zu gehen, weil die Dame im Inneren nicht verfolgt werden wollte. Der Buchhändler hielt den Journalisten offenbar für einen Detektiv. Neugierig, wer die Dame sein könnte, warf der Journalist einen Blick durchs Fenster und erkannte Kaiserin Elisabeth. Er übergab dem Händler seine Visitenkarte und bat darum, sie über das Missverständnis zu informieren. Später, beim Spaziergang durch die Palastgärten, sah er Elisabeth vor sich gehen. Um nicht erneut für einen Detektiv gehalten zu werden, wollte er einen Seitenweg nehmen. Zu seiner Überraschung winkte sie ihm zu, näher zu kommen. Sie entschuldigte sich höflich für das Missverständnis im Buchladen und erklärte, wie frustrierend es sei, ständig von der Polizei beobachtet zu werden. Am nächsten Abend betrat der Journalist ein bekanntes Restaurant in Mailand und war schockiert, Elisabeth allein an einem Tisch sitzen zu sehen. Ein Kellner trat an sie heran und sagte: Es ist schon spät, Signora, und wir haben nicht mehr viel übrig. Elisabeth erwiderte: Mein Herr, ich bin ausgehungert und ging davon aus, ein Lokal zu betreten, in dem man speisen kann. Sind Sie sicher, dass sich nichts mehr zubereiten lässt? Der Kellner kehrte kurz darauf zurück und sagte: Madame, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass nur noch ein Gericht verfügbar ist. Und ich fürchte, es gehört zu den teuersten auf unserer Karte. Wünschen Sie dennoch, eine Bestellung aufzugeben? Elisabeth antwortete: Ich verspüre nicht immer den Drang, die teuersten Gerichte zu wählen. Doch in diesem Moment ist der Hunger groß. Und ich sehe mich gezwungen, das kostspieligste Gericht Ihres Hauses zu bestellen. Gleichwohl möchte ich anmerken, dass ich die letzte verbleibende Speise beanspruche. Die ganze Zeit saß der Journalist hinter seiner Zeitung verborgen, doch Elisabeth erkannte ihn. Sie grüßte ihn mit einem »Guten Abend, Herr Journalist« und unterhielt sich während des Essens mit ihm. Elisabeth liebte Besuche in Paris. Während ihrer Reisen durch Europa hielt sie sich oft unter dem Namen Gräfin von Hohenems dort auf, statt als Kaiserin von Österreich aufzutreten. In Paris konnte sie ihre Schwestern, die Herzogin d'Alençon und die Gräfin von Trani treffen und die Stadt ungestört genießen. Eines Tages beschloss sie, mit einem Omnibus zu fahren. Als der Fahrer kam, um ihren Fahrpreis einzuziehen, reichte sie ihm 2 Goldmünzen,
was die sparsamen Pariser in Erstaunen versetzte und dazu führte, dass sie erkannt wurde. Als sie die Aufmerksamkeit der anderen Passagiere bemerkte, stieg sie rasch aus und suchte Schutz in einem nahegelegenen Gebäude, bis sich die Menge zerstreut hatte. Später kehrte sie mit einem Wagen, dessen Vorhänge geschlossen waren, in ihr Hotel zurück und schwor, nie wieder in Paris einen Omnibus zu benutzen. Kapitel 8 Eine Kaiserin jenseits des Throns. Kunst, Freiheit und Trauer. Elisabeth hatte eine tiefe Liebe zur Musik und zur Poesie. Ihr Vater brachte ihr bei, die Zither zu spielen, und sie besaß eine wunderschöne Singstimme. Außerdem studierte sie Klavier bei dem berühmten Komponisten Franz Liszt. Häufig trat sie bei Wohltätigkeitskonzerten am Hof auf. Ihre Lieblingskomponisten waren Rubinstein, Chopin und Wagner. In einer schwierigen Zeit unterstützte sie Wagner finanziell, und nach dessen Tod besuchte sie heimlich Bayreuth, um seine Werke aufzuführen zu sehen. Elisabeth war auch leidenschaftlich an Kunst interessiert. Sie war mit Künstlern wie Macquart und Munkaci befreundet und verbrachte viele Stunden in deren Ateliers. In ihren späteren Jahren hörte sie auf, ins Theater zu gehen, zeigte jedoch weiterhin großes Interesse an Österreichs führenden Schauspielern und Schauspielerinnen und unterstützte sie oft. Doch ihre größte Leidenschaft galt der Literatur, besonders der Poesie. Elisabeth las ständig, so vertieft in ihre Bücher, dass sie das Zeitgefühl verlor. Ihr Allgemeinwissen war beeindruckend, und wer mit ihr sprach, stellte schnell fest, dass man eine fundierte Kenntnis in Geschichte, Wissenschaft und Kunst brauchte, um mit ihr Schritt zu halten. Sie übersetzte sogar sämtliche Werke Schopenhauers ins Neugriechische und studierte Autoren wie Rousseau und Voltaire. Ihr Lieblingsautor war Heinrich Heine, dessen Poesie sie zutiefst bewegte. Sie besaß all seine Werke, einige sogar als Manuskripte, und zeigte große Freundlichkeit gegenüber seiner Familie. Elisabeth entdeckte Heines Gedichte früh in ihrer Ehe, während einer Zeit persönlichen Kummers, und sie fanden tiefen Widerhall in ihr. Sie wollte Heine öffentlich ehren, indem sie half, ein Denkmal für ihn in einer deutschen Stadt zu finanzieren, und leitete die Spendenaktion, indem sie selbst einen großen Betrag beisteuerte. Dieses Vorhaben stieß jedoch auf Widerstand. Otto von Bismarck, der damalige deutsche Staatsführer, sandte einen Brief an die österreichische Regierung und drückte seine Überraschung darüber aus, dass Österreich einen Dichter ehren wollte, der die Hohenzollern-Familie kritisiert hatte. Angesichts der politischen Sensibilität zur Wahrung des Dreibundes bat Kaiser Franz Joseph Elisabeth, ihren Namen von dem Projekt zurückzuziehen. Daher wurde der Plan, ein Heine-Denkmal in Deutschland zu errichten, aufgegeben. Doch Elisabeth ließ sich nicht entmutigen. Sie erfuhr, dass der dänische Bildhauer Hasselries in Rom bereits einen Entwurf für eine Statue von Heine geschaffen hatte. Sie beauftragte ihn, diese in Marmor umzusetzen, und platzierte sie vor ihrem Palast in Korfu. Trotz der früheren Kontroversen schien der damalige deutsche Kaiser unbeeindruckt davon zu sein und behandelte Elisabeth bei ihren Besuchen in Deutschland herzlich. Er bezeichnete sie sogar als eine der intelligentesten Frauen, die er je getroffen hatte. Elisabeth interessierte sich nicht für viele Bücher, aber sie liebte es, ihre Favoriten immer wieder zu lesen. Heine war der einzige deutsche Dichter, dessen Werke sie wirklich verstand und schätzte. Sie hatte wenig Interesse an Goethe oder Schiller, und moderne französische Dichter sprachen sie ebenso wenig an, obwohl sie Lamartine bewunderte. In der englischen Literatur verehrte sie besonders Shakespeare und Byron, wobei Shakespeare nach Heine ihren zweiten Platz einnahm. Sie fertigte exzellente Übersetzungen einiger seiner Stücke an und konnte ganze Szenen auswendig rezitieren. Ihre Lieblingsstücke waren Hamlet und Ein Sommernachtstraum, und in jedem ihrer Paläste hingen Gemälde von Titania und ihrem Geliebten mit dem Eselskopf. Oft sagte sie: Unsere Illusionen sind die Eselsköpfe, die wir alle küssen.
Elisabeth selbst war eine talentierte Schriftstellerin. Während ihrer häufigen langen Reisen schrieb sie wöchentlich Briefe an ihren Ehemann und ihre Kinder, die brillante Beschreibungen ihrer Reisen, Gedichtpassagen oder Übersetzungen enthielten und oft mit wunderschönen Feder- und Tinten- oder Aquarellskizzen versehen waren. Diese kostbaren Erinnerungsstücke werden in der Hofburg aufbewahrt, zusammen mit ihrem Tagebuch, das sie über viele Jahre hinweg führte. Mit der Zeit wurden die erblichen Krankheiten der Wittelsbacher Familie, heute als Neurasthenie bekannt, bei Kaiserin Elisabeth immer offensichtlicher. Ihr Bedürfnis nach Einsamkeit, ihre Abneigung gegen gesellschaftliches Leben und ihre ständige Sehnsucht nach Veränderung waren geerbte Eigenschaften, und sie war kränker, als die meisten Menschen wussten. Sie litt an einer Kombination von Beschwerden, darunter Neuritis, die ihre letzten Lebensjahre zu einem ständigen Kampf machten. Trotz ihres Schmerzes ertrug sie diesen mit einer Geduld und Stärke, die ihre Ärzte als beinahe übermenschlich beschrieben. Auf das Reiten zu verzichten war für Elisabeth ein bitteres Opfer, doch sie konnte weiterhin die langen Spaziergänge und Klettertouren unternehmen, die ihr so viel bedeuteten. Oft trieb sie nicht nur ihre Liebe zur Bewegung an, sondern auch die Notwendigkeit, Erleichterung in körperlicher Erschöpfung zu finden, die ihr half, mit der sie plagenden Schlaflosigkeit umzugehen und ihr die Ruhe gab, die ihre angespannten Nerven brauchten. Elisabeth war immer eine sehr sparsame Esserin, und ihre Vorlieben waren einfach. Manchmal lebte sie wochenlang nur von Milch. Selbst bei Staatsbanketten nahm sie oft nur 1 oder 2 Scheiben Weißbrot, eine Tasse Brühe und etwas Obst zu sich. Alkohol mochte sie nicht und trank nur ein wenig Wein, wenn ihre Ärzte darauf bestanden. Sie hatte wenig Vertrauen in Ärzte und zog ihre eigenen Behandlungen vor. Zudem hatte sie große Angst davor zuzunehmen. Jeden Tag wog sie sich, und wenn ihr Gewicht auch nur leicht anstieg, lebte sie so lange von Orangen, bis es wieder auf ihren gewohnten Wert zurückkehrte, ungeachtet der Warnungen ihrer Ärzte über die Risiken einer so strikten Diät. Obwohl sie selbst wenig Interesse am Essen hatte, legte Elisabeth großen Wert auf die Speisekarten, die der Koch jeden Morgen bei ihr vorlegte, wenn sie zu Hause war, und änderte sie oft. Der Tisch am österreichischen Hof war nie zierlicher und künstlerischer gedeckt, als wenn Elisabeth anwesend war. Sie wählte das feinste Porzellan, Glas sowie Gold- und Silbergeschirr für ihre Paläste aus, auch wenn diese aufgrund ihrer langen Abwesenheiten selten genutzt wurden. Die österreichische Kaiserfamilie war eine große Familie. Maria Theresia hatte 16 Kinder und ihr Sohn, Kaiser Leopold, hatte 17, und es gab viele ausländische Prinzen in Wien, die mit der Familie Habsburg-Lothringen verwandt waren. Doch außer bei einigen wenigen Staatsanlässen im Winter sahen diese entfernten Verwandten Franz Josef oder Elisabeth selten. Franz Josef, der sich in seinen späteren Jahren vor allem auf Staatsangelegenheiten und Jagdreisen konzentrierte, führte ein fast ebenso zurückgezogenes Leben. Wenn sie gemeinsam mit ihren Kindern zusammenkamen, bemühte sich Elisabeth stets, diese Familientreffen so glücklich und fröhlich wie möglich zu gestalten, vielleicht als Ausgleich für ihre langen Abwesenheiten. Sie verbrachten gemütliche Abende auf den Terrassen oder am Kamin, und Rudolf gesellte sich oft zu ihnen. Wenn der Kaiser beschäftigt war, verbrachte Elisabeth Zeit mit Marie Valerie und einigen ihrer Hofdamen. Im Allgemeinen hielt der Hof Abstand zu Elisabeth. Sie konnte kalt und unnahbar gegenüber Menschen sein, die sie nicht mochte. Doch ihre engen Freunde liebten und bewunderten sie zutiefst, und ihre Diener verehrten sie, da jeder von ihnen ihre aufrichtige Sympathie und Fürsorge spürte, unabhängig von ihrem Status. Eines Morgens in Wien verbreitete sich die Nachricht, dass eine der Zofen von Kaiserin Elisabeth in der Nacht verstorben sei. Viele Menschen kritisierten Elisabeth scharf, als sie noch am selben Nachmittag im Prater reiten gesehen wurde. Doch niemand erwähnte, dass sie die gesamte vorherige Nacht am Sterbebett der Zofe verbracht hatte und erst nach deren Tod eine Ausfahrt unternahm, um ihre Gedanken zu ordnen.
Elisabeth war mit großer Schönheit, einem edlen Charakter und Intelligenz gesegnet. Sie hatte Reichtum und eine der höchsten Positionen, die eine Frau innehaben konnte, und schien für ein Leben voller Leichtigkeit und Glück bestimmt zu sein. Doch hinter ihrer äußeren Perfektion verbarg sich ein Charakter voller Widersprüche. Elisabeth liebte Freiheit und Einsamkeit, doch wenn sie in der Öffentlichkeit erscheinen musste, konnte keine Prinzessin mit ihrer Anmut und Majestät konkurrieren. Sie war einfach und sparsam in ihren Gewohnheiten, hatte aber oft wenig Verständnis für den Wert des Geldes, wie zum Beispiel, als sie ihrem Cousin Ludwig von Bayern große Summen zur Verfügung stellte, um dessen Leidenschaft für den Bau von Schlössern zu finanzieren. Ihre Großzügigkeit war grenzenlos, und wo immer sie hinkam, verschenkte sie großzügig Geschenke und Geld. Sie folgte nicht den Modetrends, doch ihre schlanke Figur wurde zur Freude und zum Neid der Modeschöpfer. Elisabeth kleidete sich schlicht wie ihre Begleiterinnen, doch ihre natürliche Würde und ihre unverwechselbare Ausstrahlung kamen durch, egal was sie trug. Ihr bevorzugtes Alltagsoutfit bestand aus einem kurzen, eng anliegenden Rock und einer lockeren Bluse, und sie trug ihre aufwendigen Hofkleider nur, wenn es unbedingt erforderlich war, wobei sie selbst diesen eine persönliche Note verlieh. In ihren späteren Jahren trug sie meist schwarz oder weiß, gelegentlich hellgrau oder Flieder, aber niemals grelle Farben. Ihr Haar blieb ein Leben lang wunderschön, obwohl es kurz vor ihrem Tod ein paar silberne Strähnen zeigte, was sie störte, da sie große Angst vor dem Ergrauen hatte. Wenn sie es offen trug, fiel ihr Haar weit unter die Knie wie ein Mantel. Sie ließ es täglich stundenlang bürsten und war manchmal frustriert über den Aufwand, den es erforderte. Einmal sagte Elisabeth zu ihrem Griechischlehrer, während sie mit den Händen durch ihr Haar fuhr, als versuche sie, eine Last zu lindern: »Ach, mein Haar erschöpft mich. Es ist eine solche Last auf meinem Kopf.« Der Lehrer antwortete: »Es ist die Krone Eurer Majestät, ein natürlicher Diadem, das jede mit Edelsteinen besetzte Krone in seiner Schönheit und Anmut übertrifft.« Elisabeth entgegnete: »Aber es ist nicht so leicht abzulegen wie die andere Art von Krone. Ich bin eine Sklavin meines Haares. Manchmal denke ich, ich sollte es einfach ganz abschneiden.« Kapitel 9: Die Kaiserin und ihr verlorener Sohn. Die Tragödie von Mayerling. Am 31. Januar 1889 ereignete sich eine schreckliche Tragödie für Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth: der plötzliche und gewaltsame Tod ihres einzigen Sohnes, Kronprinz Rudolf. Der Vorfall in Mayerling ist weithin bekannt, und zahlreiche Geschichten wurden darüber erzählt, doch die wahren Details bleiben ein Geheimnis, gehüllt in Schweigen. Vielleicht ist es besser so, wie König Leopold von Belgien seinem Bruder, dem Grafen von Flandern, schrieb: »Jeder Bericht, egal wie spekulativ oder fantastisch, ist besser, als die tatsächliche Wahrheit in dieser Angelegenheit preiszugeben. Die Realität der Geschehnisse ist so schockierend und potenziell zerstörerisch, dass es besser ist, die Öffentlichkeit mit Gerüchten und Vermutungen zu versorgen, als sie der nackten Wahrheit auszusetzen.« Bekannt ist, dass Rudolf tot in seinem Jagdschloss in Mayerling nahe Wien aufgefunden wurde, mit einer schweren Kopfverletzung. Neben ihm lag die Leiche der jungen Baronin Vetzera, mit der er romantisch verbunden war. Es ist unklar, ob beide ihrem Leben selbst ein Ende setzten, und einige Fakten lassen vermuten, dass Rudolf möglicherweise ermordet wurde, doch der Rest bleibt Spekulation. Rudolf war in allen Gesellschaftsschichten beliebt und zeigte viele vielversprechende Eigenschaften, doch nach seiner Hochzeit begann er, besorgniserregendes Verhalten zu zeigen. Seine Mutter Elisabeth verlor jedoch nie den Glauben an ihn. Sie hatte ihn sorgfältig auf seine Rolle vorbereitet, und viel von seiner frühen Popularität war ihrer Anleitung zu verdanken. Als die Nachricht von seinem Tod Wien erreichte, war die ganze Stadt von Entsetzen gelähmt.
Es wurden keine Details veröffentlicht und überall herrschte Verwirrung. Trotz der Befürchtung, die Nachricht könnte ihren Geist brechen, wurde entschieden, Elisabeth sofort zu informieren. Als sie die Nachricht hörte, wirkte Elisabeth wie erstarrt. Sie wandte sich ohne ein Wort ab, ihr Gesicht bleich und gezeichnet. Nach einem Moment sammelte sie sich und fragte ruhig, wo ihr Sohn sei. Ihre Gedanken richteten sich dann auf ihren Ehemann, der noch nichts von dem Geschehen wusste. Niemand wagte es, ihm die Nachricht zu überbringen, doch Elisabeth trat vor, bleich, aber gefasst, und erklärte, es sei ihre Pflicht, Franz Josef davon zu unterrichten. Ohne zu zögern ging sie zu ihm. In den schwierigen Tagen danach zeigte Elisabeth wahre Stärke und Adel. Sie stellte ihre eigenen Gefühle zurück, um ihren tief traurigen Ehemann zu trösten, und unterstützte ihn während der vielen Zeremonien, die Rudolfs Beisetzung begleiteten. Mit so vielen verlorenen Hoffnungen sagte Franz Josef später: Was ich dem Mut und der Hingabe meiner geliebten Frau in dieser Zeit des Unglücks verdanke, kann ich niemals vollständig ausdrücken, und ich danke Gott von ganzem Herzen, dass er mir eine so edle Gefährtin gegeben hat. 10 Tage später verließen der Kaiser und die Kaiserin zusammen mit Marie Valerie Wien und reisten nach Ungarn. Rudolf war das erste Mitglied der Herrscherfamilie, das das Potenzial eines wahrhaft konstitutionellen Monarchen zeigte. Er sprach fließend Ungarisch, kannte das Land gut und war sowohl bei der Bevölkerung als auch beim Adel beliebt. Sein Tod war ein großer Verlust für Ungarn, und sein tragisches Schicksal erfüllte das Land mit tiefer Trauer. Die Anteilnahme gegenüber seinen Eltern zeigte sich in der Herzlichkeit des Empfangs, den sie in Budapest erhielten. Jahre später sagte Elisabeth in einem Gespräch mit Dr. Christomanos: In jedem menschlichen Leben gibt es einen Moment, in dem man innerlich stirbt, und das muss nicht mit dem tatsächlichen Tod zusammenfallen. Für Elisabeth war der Moment, in dem sie die Nachricht von Rudolfs Tod erhielt, der Augenblick, in dem ihr inneres Leben endete. Sie war danach nie wieder dieselbe. Obwohl sie während der Krise unglaublichen Mut bewiesen hatte, brachte die Zeit danach einen tiefen, lähmenden Schmerz mit sich. Elisabeth sagte: Ich befinde mich in einem Zustand tiefster Verzweiflung, in dem mir die Lebenskraft fehlt, um weiterzuleben. Und ich nicht einmal die Kraft aufbringen kann, den Tod zu begrüßen. Meine Existenz ist zu einer leeren Hülle geworden, ohne Ziel und ohne Sinn. Gerüchte machten die Runde, sie habe den Verstand verloren. Das stimmte zwar nicht, doch entwickelte sie Herzprobleme, die sie bis zu ihrem Tod begleiteten. Elisabeth wollte die Kronprinzessin Stephanie nie wiedersehen, und sie ertrug auch die Anwesenheit ihrer Enkelin, Erzherzogin Elisabeth, nicht. Das Kind hatte den Charakter ihres Vaters geerbt, aber die Gesichtszüge ihrer Mutter, und Elisabeth gab Stephanie die Schuld an Rudolfs Verhaltensänderung und seinem tragischen Ende. Sie zog sich immer mehr von den Menschen zurück und verletzte dabei oft ihren Ehemann und ihre Kinder mit ihrem Bedürfnis nach Einsamkeit. Selbst ihr bevorzugter Palast in Linz konnte sie nur für kurze Zeit fesseln, während in Gödöllő die einst blühenden Gärten vernachlässigt wurden und das Gras ihre geliebten Reitwege überwucherte. Am Weihnachtsabend, nach dem Tod des Kronprinzen Rudolf, der zugleich der 52. Geburtstag ihrer Mutter war, verlobte sich Erzherzogin Marie Valerie mit ihrem Cousin Franz Salvator, Herzog von Toskana. Dies war ein freudiges Ereignis für alle Beteiligten. Nachdem sie den Segen ihrer Eltern erhalten hatte, war Valerie darauf bedacht, auch die Zustimmung ihrer Großmutter zu gewinnen. Am Tag nach Weihnachten reiste sie deshalb mit ihrer Mutter und ihrem Verlobten nach München. Obwohl Herzog Max 1888, kurz nach der Feier seines diamantenen Hochzeitsjubiläums in Possenhofen verstorben war, war Herzogin Ludovica trotz ihres Alters und ihrer Sorgen geistig noch klar. Das Wiedersehen der betagten Herzogin mit ihrer Tochter und Enkelin war äußerst bewegend. Von München aus reisten sie weiter nach Wiesbaden und Heidelberg, wo sie den Frühling verbrachten.
Auf ihrer Rückkehr nach Wien entging die Gruppe nur knapp dem Tod, als ihr Zug in der Nähe von Frankfurt entgleiste. Mehrere Waggons kippten um und wurden zerquetscht, doch wie durch ein Wunder blieben die Mitglieder der kaiserlichen Familie unversehrt. Elisabeth hatte kaum Zeit, sich in Wien einzuleben, bevor sie nach Regensburg gerufen wurde, wo ihre älteste Schwester, Helene von Thurn und Taxis, plötzlich verstorben war. Nach der Beerdigung kehrte sie nach München zurück, um ihre trauernde Mutter zu trösten. Die Hochzeit von Marie Valerie und Franz Salvator. Im Sommer war einer der wenigen lichten Momente in Elisabeths späteren Jahren. Zu diesem Anlass legte sie ihre Trauerkleidung ab und trug ein hellgraues Seidenkleid. Zum ersten Mal seit Rudolfs Tod bemühte sie sich zu lächeln und heiter zu sein. Doch dieses Glück war nur von kurzer Dauer. Marie Valerie war das Licht in Elisabeths Leben gewesen, und obwohl sie nach der Hochzeit mit einem österreichischen Prinzen in Österreich blieb, wusste Elisabeth, dass sich ihre Beziehung grundlegend ändern würde. Sie hatte ihre engste Vertraute verloren. Am 25. Januar 1992 vertiefte sich Elisabeths Kummer noch weiter durch den Tod ihrer Mutter. Sie zog sich nach Achilleion, ihrer Villa auf Korfu, zurück, wo sie ein Denkmal für ihren verstorbenen Sohn errichtet hatte, und suchte die Einsamkeit, um allein mit ihren Erinnerungen zu sein. Selbst ihre Bediensteten sahen sie nur selten, und sie verbrachte die meiste Zeit in der Welt ihrer Gedanken. Die Poesie blieb ihr ein Trost, doch zog sie zunehmend die Einsamkeit ihrer Vorstellungskraft den Büchern vor. Ihr Vorleser versuchte manchmal, sie für neue Autoren zu begeistern, doch ihr Geist wanderte ab, und es war offensichtlich, dass nur Shakespeare oder Heine wirklich ihre Aufmerksamkeit fesseln konnten. Oft unterbrach sie das Vorlesen, um ihre Lieblingsverse für sich selbst zu rezitieren. Die einzige Hofveranstaltung, die Elisabeth nach dem Tod ihres Sohnes besuchte, war der Staatsbesuch des russischen Kaisers und der Kaiserin. Ihre Anwesenheit erregte mehr Aufmerksamkeit und Neugier als die der jungen russischen Kaiserin. Alle Blicke richteten sich auf Elisabeth, als sie am Arm des russischen Kaisers eintrat, lächelnd und huldvoll nickend. Sie war wie üblich ganz in Schwarz gekleidet, doch wirkte sie 20 Jahre jünger als ihre Altersgenossinnen. Trotz ihrer Trauer und ihrer schweren Jahre galt Elisabeth immer noch als die schönste Frau am Hof. Doch selbst bei diesem großartigen Anlass schien ihr Geist weit weg zu sein, verloren in ihren Gedanken. Elisabeth sagte einmal: Oft scheint ein dichter Schleier zwischen mir und der Welt zu liegen, als ob ich nur die Rolle der Kaiserin spiele. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, zeige ich ihnen nur die Teile von mir, die wir gemeinsam haben. Und sie sind überrascht, mich so gewöhnlich zu sehen, wie ich über das Wetter oder die Preise von Süßigkeiten spreche. Es ist, als würde ich ein Kleid für einen bestimmten Anlass anlegen. Im Jahr 1996 feierte Ungarn sein 1000-jähriges Jubiläum. Elisabeth fühlte sich zu dieser Zeit elender als gewöhnlich und glaubte nicht, dass sie daran teilnehmen könnte. Doch machte man ihr klar, dass ihre Abwesenheit die Festlichkeiten überschatten würde, und schließlich ließ sie sich, körperlich wie seelisch angeschlagen, überreden, an der Seite ihres Mannes auf dem Thron Platz zu nehmen. Ganz in Schwarz gekleidet, mit einem langen Schleier im ungarischen Stil über ihrem Haar, saß Elisabeth blass und regungslos da, ihre langen Wimpern gesenkt und ein Ausdruck tiefer Traurigkeit auf ihrem schönen Gesicht. Sie blieb unbeweglich, während der Redner seine Begrüßungsansprache begann, scheinbar völlig losgelöst von allem um sie herum. Doch als ihr Name erwähnt wurde, erscholl ein großer Jubel aus der gesamten Versammlung, der die Marmorwände des Thronsaals erbeben ließ. Majestätisch neigte die Kaiserin leicht den Kopf, fast unmerklich, doch mit einer anmutigen Anerkennung der Ehrung. Der Jubel schwoll noch lauter an und dauerte mehrere Minuten, während die Adligen ihre geschmückten Hüte hoch in die Luft hielten. Elisabeth senkte den Kopf, und ihre blasse Gesichtsfarbe nahm einen leichten Schimmer an. Ihre Augen öffneten sich,
und glänzten mit einem Hauch ihrer alten Lebhaftigkeit, während eine Träne langsam über ihre Wange rollte. Es war deutlich, dass die Zuneigung zwischen Elisabeth und ihrem ungarischen Volk ungebrochen war. Als der Redner fortfuhr, verblasste die Röte auf ihren Wangen und bald kehrte sie zu ihrer feierlichen Regungslosigkeit zurück, wie eine trauernde Statue. Dies war ihr letzter Besuch in Ungarn und das letzte Mal, dass sie auf dem Thron saß. Kapitel 10 Der Dolch des Attentäters. Die unzählige Geschichte von Elisabeths letzten Tagen. Kaiserin Elisabeth hatte keine Angst vor dem Tod, obwohl sie oft über ihn nachdachte. Elisabeth sagte einmal: Ich bin bereit, dem Tod ohne Furcht oder Zögern entgegenzutreten. Meine einzige Bitte ist, von langem Leiden in meinen letzten Momenten verschont zu bleiben. Ich wünsche mir einen schnellen und schmerzlosen Abschied, wenn es soweit ist, anstatt einen langwierigen Verfall zu ertragen, der nur mir und den Menschen um mich herum Qualen bereiten würde. Sie hatte das Gefühl, dass sie auf ungewöhnliche Weise sterben würde und glaubte, dass es durch Ertrinken geschehen könnte. Manchmal, während sie am Ufer entlang ging oder auf dem Deck ihrer Yacht stand, sagte Elisabeth: Das Meer hat eine geheimnisvolle Anziehungskraft auf mich, als ob es meine Seele rufen würde. Ich habe das unerklärliche Gefühl, dass das weite Wasser mich eines Tages als sein eigenes beanspruchen wird. Aus welchem Grund auch immer, ich spüre eine unbestreitbare Verbindung zum Meer und glaube, dass es mich, wenn meine Zeit gekommen ist, in seine letzte, ewige Umarmung aufnehmen wird. Obwohl ihre Intuition sie in gewisser Weise nicht täuschte, kam ihr Ende auf eine Weise, die niemand vorhersehen konnte. Ein Leben, das so schön begann, endete in einer Tragödie. Im Frühling 1997 ereilte ihre Schwester Sophie ein schreckliches Schicksal während eines Wohltätigkeitsbasars in Paris, der von französischen Aristokratinnen organisiert wurde. Am 4. Mai gegen 16 Uhr explodierte eine Lampe eines Kinematographen und setzte einige Stoffbahnen in Brand. Der Saal, ein provisorischer Bau, geriet schnell in Flammen und viele der Anwesenden konnten nicht entkommen. 130 Menschen starben bei diesem Unglück, darunter die Herzogin d'Alençon, die einst mit Ludwig von Bayern verlobt gewesen war. Ihr Schicksal wurde durch ihren Ehering bestätigt, der in den Ruinen gefunden wurde, obwohl es Tage dauerte, bis ihr Körper identifiziert werden konnte. Die Königin von Neapel und Mathilde von Trani waren nun Elisabeths einzige überlebende Schwestern, und Mathilde war ihre Lieblingsschwester. Sie hatten vieles gemeinsam, besonders ihre Abneigung gegen die Gesellschaft und ihre Liebe zum Reisen. Die Gräfin von Trani, die oft in Hotels und Kurorten verweilte, reiste unter dem bescheidenen Namen Fräulein Nelly Schmidt. Das letzte Weihnachtsfest in Elisabeths Leben verbrachte sie mit Mathilde in Paris, doch ein akuter Neuritis-Anfall zwang Elisabeth, in den Süden zu ziehen. Mit ihrer Yacht, der Miramar, reiste sie von Marseille nach Sanremo. Dort blieben sie 2 Monate, bis sie am 1. März nach Territet in der Schweiz weiterzogen, wo sie sich trennten, um sich nie wiederzusehen. Elisabeth kehrte gerne an vertraute Orte zurück, und der Genfersee gehörte zu ihren Favoriten. Von Territet aus fuhr sie täglich mit dem Zug nach Glion und ging dann zu Fuß nach Mont-de-Caux, begleitet von einer ihrer Damen oder ihrem Vorleser, einem jungen Mann namens Frederick Barker. Nach 6 Wochen in der Schweiz kehrte sie nach Wien zurück und ging mit dem Kaiser nach Leins. Noch nie hatte ihr Geist so verstört gewirkt wie in dieser Zeit. Die Dunkelheit ihrer Melancholie war dichter denn je. Ihre Augen waren ruhelos, ihr Ausdruck müde, und Bitterkeit hatte sich tief um ihre Lippen eingegraben. Ständige körperliche und seelische Schmerzen machten ihr das Leben unerträglich, und sie fand weder bei Tag noch bei Nacht Frieden. Anfang August reiste Elisabeth wie gewohnt mit ihrem Ehemann und Valeries Familie nach Ischl, um den Geburtstag des Kaisers zu feiern.
Es war der einzige Tag im Jahr, an dem sie ihre Trauer beiseite legte, und das Kaiserpaar nahm normalerweise gemeinsam an der Messe teil. Doch dieses Mal verließ sie Ischl früher und reiste nach Mannheim, um sich einer speziellen Massagetherapie zu unterziehen, die ihre Ärzte empfohlen hatten. Ihr Gesundheitszustand besserte sich so weit, dass sie wieder essen, schlafen und sogar Spaziergänge in der Umgebung unternehmen konnte, obwohl sie noch nicht stark genug für die langen Wanderungen war, die sie so liebte. Am 29. August kehrte sie in die Schweiz zurück und nahm einen Sonderzug nach Monte-Caux, das ruhiger war als Territé. Sie schien sich deutlich besser zu fühlen, und die Menschen, die die schlanke Frau in Schwarz sahen, die sich ungezwungen mit ihrer Begleiterin unterhielt, hätten nie geahnt, dass sie die Herrscherin über eines der größten Reiche Europas war, das über 40 Millionen Menschen umfasste. In einem Brief an den Kaiser, den sie während ihres Aufenthalts schrieb, drückte sie ihr Bedauern aus, dass er nicht dort war, um die Ruhe mit ihr zu teilen. Sie ermutigte ihn, zu ihr zu kommen, und erwähnte, dass sie sich gut genug fühlte, um an seinem bevorstehenden Jubiläum teilzunehmen, das 50 Jahre auf dem Thron feiern sollte. Am 9. September beschloss sie, Pregny zu besuchen, eine wunderschöne Villa am Genfersee, die einst Joseph Bonaparte gehörte und nun im Besitz der Familie Rothschild war. Die Baronin Adolph Rothschild hatte der Königin von Neapel in ihren schweren Zeiten viel Freundlichkeit gezeigt, und Elisabeth wollte ihre Wertschätzung zeigen. Am Nachmittag zuvor war sie mit ihrem Vorleser, Herrn Barker, in Territet spazieren gegangen. Er hatte einen Korb mit Obst für sie mitgebracht, und sie setzte sich auf mit Moos bedeckte Felsen, um einen Pfirsich zu schälen. Sie bot Barker die Hälfte an. Gerade als sie ihm reichen wollte, flog ein riesiger Rabe von einem nahegelegenen Baum herunter, schlug mit den Flügeln in ihr Gesicht und ließ den Pfirsich aus ihrer Hand fallen. An die alte Legende erinnernd, dass Raben Unglück für die Habsburger bedeuten, sprang Barker alarmiert auf und flehte sie an, ihre Reise nach Genf abzusagen. Elisabeth antwortete gelassen: »Ich habe keine Angst, mein Freund. Wir müssen uns alle unserem Schicksal stellen. Und was geschehen soll, wird geschehen. Nichts, was wir tun, kann daran etwas ändern. Du weißt, ich bin eine Fatalistin.« Am nächsten Tag machte sich Elisabeth wie geplant auf den Weg nach Pregny, begleitet nur von ihrer ungarischen Hofdame, Gräfin Staray. Sie war bemerkenswert guter Laune, freundlich und herzlich zur Baronin und sehr zufrieden mit ihrem Besuch. Später am Nachmittag kam sie im Hotel Beau Rivage an, wo sie oft übernachtete. Obwohl man versuchte, ihren Besuch diskret zu halten, erkannte das Hotelpersonal sie wahrscheinlich von früheren Aufenthalten. Die örtliche Polizei war ursprünglich mit ihrer Sicherheit beauftragt, doch Elisabeth zog es wie immer vor, ohne Begleitschutz unterwegs zu sein. Gegen Mittag am 10. September 1998 verließ sie das Hotel mit Gräfin Staray, um ein Dampfschiff nach Monte-Caux zu nehmen. Sie waren etwas spät dran, und Gräfin Staray eilte voraus, um dem Kapitän ein Signal zu geben, dass er auf sie warten solle. In diesem Moment erhob sich ein Mann von einer Bank, als sie vorbeiging. Es war Luigi Lucchesi, ein italienischer Anarchist, der von den Schweizer Behörden beobachtet werden sollte. Plötzlich stürzte er sich auf die Kaiserin und stach ihr mit einem Dolch in die Brust. Gräfin Staray bemerkte zunächst nicht, was geschehen war, bis sie sah, wie Elisabeth ins Wanken geriet. Schnell stürzte sie zu ihr und fing sie in ihren Armen auf. Obwohl sie sehr blass geworden war, schaffte es Elisabeth, ohne Hilfe zum Dampfschiff zu gehen und die Gangway zu überqueren. Kaum an Bord angekommen, brach sie auf das Deck zusammen. Als das Schiff ablegte, versuchten Gräfin Staray und einige Frauen an Bord, ihr wieder zu Bewusstsein zu verhelfen. Niemand bemerkte zunächst, dass sie verletzt war, bis die Gräfin beim Lockern ihres Kleides, um ihr Luft zu verschaffen, Blut entdeckte. In diesem Moment öffnete Elisabeth kurz die Augen und fragte deutlich: »Was ist passiert?«, bevor sie wieder das Bewusstsein verlor.
Voller Sorge informierte die Gräfin den Kapitän über Elisabeths Identität und das Schiff kehrte sofort nach Genf zurück. Elisabeth wurde auf einer Trage ins Hotel gebracht und auf ihr Bett gelegt. 3 Ärzte, die sich zufällig im Hotel aufhielten, eilten zu ihr und taten alles, um sie zu retten, aber es war zu spät. Gegen 3 Uhr nachmittags atmete Elisabeth einige tiefe Seufzer aus und starb friedlich, genau so, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Der Angriff auf Elisabeth mitten am Tag, auf einer öffentlichen Straße in einer Großstadt, war eines der schockierendsten Verbrechen der modernen Zeit. Er erschütterte die Menschen auf der ganzen Welt. Elisabeth, die Kaiserin von Österreich-Ungarn, hatte keine Feinde. Sie hielt sich von der Politik fern und beeinflusste Staatsangelegenheiten in keiner Weise. Wie ihr zutiefst gebrochener Ehemann sagte, sie tat viel Gutes und schadete niemals jemandem. Das Hotelzimmer, in dem Elisabeth gewohnt hatte, wurde schnell in eine Kapelle umgewandelt. Die Wände wurden mit schwarzem Stoff bedeckt und hohe Kerzen standen rund um ihren Sarg. Mönche knieten am Fußende des Sarges und beteten für ihre Seele. Ein violettes Samttuch bedeckte die Bahre, auf das einige junge Schweizerinnen Ruhe in Frieden stickten. Elisabeth war wie zu Lebzeiten in Schwarz gekleidet. Ihre Hände hielten einen Rosenkranz und ein Elfenbeinkreuz. Ihr Gesicht, das einst von Leid gezeichnet war, wirkte nun friedlich und majestätisch. Am Abend des 11. September wurde ihr Leichnam mit einem Sonderzug aus Genf überführt. Der Zug fuhr langsam durch die Schweiz und Österreich, während die Kirchenglocken läuteten. An jeder Station versammelten sich Menschenmengen, um ihren letzten Respekt zu erweisen. Beileidsbekundungen trafen aus der ganzen Welt ein, ebenso wie Blumen und Kränze von Menschen aller sozialen Schichten aus Orten, die sie besucht hatte. Auch aus China und dem Transvaal kamen Zeichen der Anteilnahme. Aus Kairo wurde ein Kranz aus Wüstenblumen geschickt, darunter Hunderte von Jericho-Rosen, einem alten christlichen Symbol der Auferstehung, und Lotusblüten, die die Ewigkeit symbolisieren. Elisabeths Tod hinterließ nicht nur in Wien, sondern auch in vielen ausländischen Hauptstädten einen starken Eindruck. In Wien, wo sie in den letzten Jahren kaum zu sehen gewesen war, löste ihre Ermordung weniger Trauer als vielmehr Wut auf den Mann aus, der eine wehrlose Frau getötet hatte. In Ungarn war die Trauer um Kaiserin Elisabeth tief und aufrichtig. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt und die Straßen waren von trauernden Menschen erfüllt. Die herbstlichen Militärübungen wurden abgesagt und es wurde beschlossen, ihre Geschichte in das Nationalarchiv aufzunehmen, damit ihr Andenken für immer in der ungarischen Geschichte bewahrt bleibt. Elisabeths Vermögen war beträchtlich. Allein ihr Schmuck, Geschenke von Franz Joseph und anderen Mitgliedern des Königshauses hatte einen Wert von etwa 4 Millionen Gulden. Sie verfasste ihr Testament 1996 in Budapest, hielt es einfach und schrieb es eigenhändig. Sie hinterließ ihren Palast in Leins ihrer Tochter Valerie und das Achilleion auf Korfu ihrer älteren Tochter Gisela. Alle ihre Bediensteten und Hofdamen erhielten Vermächtnisse und sie dachte auch an viele alte Freunde. Ihrer Vorleserin und Gefährtin Ida von Ferenczi, die sie über 30 Jahre begleitet hatte, vermachte sie eine Rente, eine beträchtliche Geldsumme und ein lebenslanges Wohnrecht im kaiserlichen Palast. Elisabeth hatte einst gewünscht, in Guedeleu, ihrer damaligen Lieblingsresidenz, begraben zu werden, erwähnte jedoch in ihrem Testament das Achilleion als ihren bevorzugten Begräbnisort. Dieser Wunsch wurde jedoch nicht erfüllt. Franz Joseph, der ihre unkonventionellen Wege zu Lebzeiten oft geduldet hatte, entschied, dass sie nicht außerhalb der traditionellen Begräbnisstätten der kaiserlichen Familie beigesetzt werden sollte. Stattdessen ließ er ihren Leichnam in der Kapuzinergruft in Wien bestatten, zwischen den Gräbern anderer Habsburger Kaiserinnen und Familienmitglieder. In Wien gibt es eine schlichte Kapelle der Kapuziner mit einer Seitentür, die mit
Kaisergruft beschriftet ist und zu einer Krypta führt, in der die Habsburger begraben sind. Maria Theresia brachte ihre Töchter oft hierher, um sie an die Vergänglichkeit weltlicher Macht zu erinnern, und verbrachte viele Stunden an der Grabstätte ihres Mannes. Es war in dieser düsteren Grabkammer, dass Elisabeth ihre letzte Ruhe fand, zwischen ihrem Schwager, dem ermordeten Kaiser von Mexiko, und ihrem Sohn Rudolf, der ebenfalls tragisch ums Leben gekommen war. Für die meisten Menschen wird Elisabeth nicht als die majestätische Kaiserin in Erinnerung bleiben, geschmückt mit den Insignien ihrer Macht, sondern als die schöne und tragische Tochter der Wittelsbacher, die vergeblich nach Ruhe und Frieden suchte. So schrecklich es auch erscheinen mag, dass sie durch die Hand eines Attentäters starb, fern von ihren Liebsten, war Lucenis Dolch vielleicht nur das Werkzeug des Schicksals. Der Tod kam zu ihr fast wie ein Freund. Sie starb, wie sie es oft gewünscht hatte, schnell, schmerzlos und unter freiem Himmel. Vielleicht war ihr letzter Atemzug ein Ausdruck von Dankbarkeit und Frieden.